Das Lied geht aber schnell rum. Oh. Chatverlauf. Dürfte keiner von euch sehen. Oh, was spielen wir heute? Was steht denn im Text? Rocket League. Okay. Spielen wir Rocket League. Kannst du das ausstellen hier? Zack. Zack, zack. Let's go. Und noch ein bisschen schöne Musik im Hintergrund. Dann ab. Geht's euch gut? Wenn er noch Marvel streamst, dann bin ich noch fröhlicher. Bis dahin hasse ich dich. So, ich brauche einen Controller. Und der Greenscreen steht im Weg, na toll. Ich bin alt. Oh nö, jetzt muss ich einmal unter meinen PC krabbeln, weil ich vorhin keinen freien USB-Slot mehr habe. Ich hoffe, ihr könnt jetzt nicht gleich irgendwas sehen, was ihr nicht sehen sollt. Okay, wir schieben den ganzen Greenscreen da. Das wird einfacher. War das kompliziert. Und der Sound ist weg. Naja, Hauptsache mein Sound ist nicht weg. Oh, Sport am frühen Stream, ey, ich dreh durch. Erstmal wieder den Greenscreen richtig hin. Wie aufwendig das ist, wenn man das nicht vorbereitet. Warum ist jetzt die Musik weg? Keine Ahnung. Hört ihr die noch? Ihr hört die auch nicht mehr, ne? Na gut. Die ganze Musik ist weg. Richtig frech. Richtig frech. Okay. Aber ich bin ja so ein PC-Pro, ne? So, zack. Ist die Musik wieder da. Kein Problem. So, wer ist alles da? Gravitrax 2019, Fun with Marble Run, Trackstrail, der Jakob ist da. Dann Iffe, hi, Magic Murmel und Vierfü. Den Namen spreche ich nicht mehr falsch aus, keine Sorge. So, let's go, Leute. Bisschen Action. Gleich kommt der Julius noch dazu. Der quatscht ein bisschen mit uns, dann spielen wir wieder Rocket League. Und danach müssen wir mal schauen, ne? Ich hab Marble on Streams im Hinterkopf als nächstes. Aber es gibt noch ein anderes Spiel. Wenn sich das ergeben sollte, dann spielen wir das. Aber sieht eher schlecht aus, ne? Kennt ihr das Spiel Wreckfest? Du fährst ein Auto und zerballerst einfach jeden, der dir in den Weg kommt. Dachte ich mir so, du könntest Formel 1 streamen oder du streamst einfach was, wo sich die Autos die ganze Zeit kaputt machen. Klingt irgendwie geiler, oder? Doch das Ende wird wie 4 ausgesprochen. Ach so, das Ende. Also für 4. Nee, 4 Fü. Ja, der Anfang wird doch wie eine 4 ausgesprochen, oder? 4 Fü. Also der Anfang, nicht das Ende. Bin verwirrt. Danke für die für die Glückwünsche. Dankeschön. Wir spielen hier mal hier. Wäre nett, wenn der Controller. Ach so, ich weiß, was ich noch falsch gemacht habe. Ich muss ja den Controller erst aktivieren. Das ist bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei mir, ich muss da mal in Big Pictures rein. Total dumm. Jetzt kommt erstmal so ein eskaliver Sound, nicht wundern. Ja, den meine ich. Ich muss erstmal den Controller aktivieren. Warum auch immer. Hier, zack. Identifizieren. Vielen Dank für nichts. Big Picture. Ja, ist okay. So. Boah, nervt das. So ein Spiel neu starten. So, also habt ihr Bock danach auf Marble on Stream oder wie sieht's aus bei euch so mit der Lust?
gehe jetzt hier nochmal ins Big Picture an, um ganz sicher zu gehen, dass der Controller auch eingestellt ist. Kein Bock, das zweimal zu machen. So, identifizieren. Big Picture minimieren, ja, aber ich will auch das Spiel starten. Bibliothek, Rocket League. Spielen. Let's go. Ja, ich hab Bock auf Marvels, ne? Nee, kenne ich nicht. Nee, ist bei mir nicht so. Ich muss den nur anschließen, dann kann ich. Das sagen mir alle, ne? Sie so, ja, schließ einfach den Controller an, dann kannst du spielen. Geht bei mir nie. Das ist einfach nie einfach. Mal gucken. Aber so geht's auch. Ich meine, jetzt geht's. So, der Julius, der kommt gleich. Bis dahin spielen wir hier mal ein 1 gegen 1. Der kommt dann gleich dazu. Wir machen ein kleines 1 zwischendurch. 1 gegen 1 zwischendurch. Weil die Idee war, Wreckfest zu spielen. Aber das machen wir dann einfach im nächsten Stream. Da haben wir dann einen Special Guest, Leute. Da werdet ihr euch bestimmt freuen. So, let's go. Ich sitze ein bisschen nah dran, fällt mir auf. Wenn ich streame, steht mir der Greenscreen ein bisschen im Nacken. Normalerweise sitze ich auch ein bisschen weiter weg. Mal gucken. Wenn ich den Sitz noch ein bisschen nach hinten stelle. Da will ich nicht ran. Wenn der jetzt ein Air-Dribbling hinlegt, sehe ich durch. Ich könnte sogar mitspielen, ja klar. Können wir nachher machen. Oh, das war dein Fehler, Bro. Easy. Woohoo. Hier, kannst du mal. Ich habe auch Rocket League. Das ist bewusst so geschrieben. Können wir nachher mal eine große Runde zusammen machen, oder? Mit Julius könnt ihr halt nicht zusammenspielen, weil, naja, der Typ ist halt Challenger. Oder nee, wie heißt das? Champion? Was kommt nach Diamant? Ihr kennt euch da besser aus als ich. Was kommt nach Diamant für einen Rang? Das hat er. Also sprich, da kann ich nicht mithalten. So wie der durch die Luft fliegt, der würde 3 von mir fertig machen. Als ob ich dafür eine Parade krieg. Ich habe auch Rocket League. Kriegen wir doch nachher eine richtig schöne Runde zusammen. Irgendwie zu 6 treffen wir uns alle im Discord. Hätte ich Bock drauf. Das nachher im Discord treffen, spielen wir alle zusammen. Oh, nächster Fehler. Keine Ahnung, ich bin noch nicht so heftig in Rocket League. Ja, guck mich an, Alter. Ich krieche nur am Boden rum. Ich mach gar nichts in diesem Spiel. Er hat sich verarschen lassen. Block von ihm. Na komm, bring it on. Okay. Unangenehm. Dass der besser als ich ist, weiß ich auch, aber sein muss ich trotzdem nicht kassieren. Wir sind gleich scheiße. Hast du mich gerade scheiße genannt? Nur weil ich dich... Nur weil du von dir selber sagst, dass du scheiße bist. Es ist nicht, dass du andere auch beleidigen darfst. Oh lol, was ein Lucky Tor. Wir sind beide gleich scheiße, haben wir beim letzten Spiel gesehen. Echt, haben wir das zusammengespielt? Haben wir schon mal zusammengespielt, Jakob? Oh Leute, wir können wieder das Dingsspiel machen. Ich wüsste nur nicht, weil ich euch echt Belohnung geben soll. Wir könnten wieder... Ja, es ist gerade noch ein bisschen zu wenig los im Chat. Er hat mir mehr zugetraut, als ich konnte. Wir könnten wieder das Spiel mit den 20 machen. Aber den Zuschauerzahlen ist noch zu leicht. Das wir später machen.
Aber die Dinger hält er nicht, oder was? Okay. Ja, mit Bruder vor 2 Wochen stimmt. Stimmt, hast recht. GG. Schon mal Discord? Ja, ich bin drin, ich zieh dich hoch. Einmal den lieben Julius hochziehen. Ja, ich will spielen. Weiter. Nix Start, ich bin doch schon drin. Na, warte, abbrechen, weil der Julius ist da. Ich ziehe ihn einmal hier hoch in meinen Channel. Moin. Hallo. Na? So, der Lehrer ist da, Leute. Du bist Mitte, ne? Was bin ich? Mitte? Wie heißt denn du hier? Julius einfach? Dein Account, oder? Hallo? Ich bin gestummt. Warum bin ich gestummt? Ah, hi. Kannst du mich hören? Sieht so aus, als würde Discord keine Aufnahme im Mikrofon erkennen. Das ist in Ordnung. Einstellung. Eingabe. Nee, aber nix. So, jetzt kannst du mich hören, ne? Ja. Okay. So, wie machen wir es denn mit der Eingabe? Kannst du Minecraft streamen? Bro. Minecraft streamen, glaube ich, da springen alle ab, das will keiner sehen. Lädst du mich ein, oder wie machen wir's? Also du musst mal meinen Account noch hinzufügen. Ja, wie mache ich das? Oder warte, ich mach dich mal. Ja, danke. Das ist einfach. Also Minecraft sehe ich mich nicht so, das macht zwar Spaß, aber das ist so ein... Ja... schwierig zu streamen. Da die Leute bei Laune zu halten. Wir können das mal machen, aber dann streame ich das alleine und baue mir immer so ein Haus auf und ihr sagt mir, was ich machen soll oder so. Das heißt, so stürze ich in die Klippe oder so. Okay. Ich habe akzeptiert. Das mal annehmen. Hab ich. Achso. So, also ich habe gehört, dass egal welches Level ich bin, wenn du Level 10 bist, dass wir dann Rank spielen können. Ich weiß es aber nicht. Wenn wir müssen wir dann noch Rank spielen. Also. Ja. Wenn ich wäre, du sagst an, du machst und ich hänge mich hinten dran und schütze das Tor. Nein, du musst mal 2 gegen 2 suchen. Jo, mach ich. Wenn das geht. Ja, sieht so aus. Geht es? Ja. Also Rank? Ja, competitive. Ja, okay, das warte, ich brech mal ab. Doch, gar nicht. Competitive? Nee, 2 gegen 2. Nochmal abbrechen, um zu gucken, ob es dann immer noch geht. Jupsi, hi. Willkommen im Stream. Wir versuchen, eine Rocket League Lobby zu finden. Kann nur noch sich um Stunden handeln. Boah. Du musst jetzt eigentlich deine Gegner bekommen. Hä, bist du schon drin? Hoffentlich doch. Bist du schon drin? Okay. Nicht. Nein. Noch nicht. Wie sie hier noch drunter schreiben, je länger du wartest, desto mehr Spiele werden für dich durchsucht. Ach nee. Ja, desto schlechter wird das Rank-System auch. Beitritt in 3, 2, 1. Let's go. Also, Leute, vergleicht mich nicht mit Julius. Der spielt 3 Stunden mehr als ich. Schon Rocket League. Let's go. Die fahren gar nicht hin. Ja, hab ich viel zu spät gemerkt. Der eine fällt gar nicht. Versuchen dir leicht vorzulegen. Ja, doch jetzt. Ja, ist leicht von der Wand weggegangen. Ja, Leute, also, ja. Let's go. Mach ich auch immer so. Easy. Weiter geht's. Nice Smurf. Direkt erster Satz. Du hast jetzt einen neuen Account erstellt, weil nur einer eingerankt sein muss, oder wie? Bin da? Also nur einer muss Level 10 sein. Aber Level 10 ich hab ist keine Lust, ja jetzt auf easy. Level 10 hochzuspielen. Das ist einfach nicht so schwer. Na, Ich bin aber nicht gut in dem Spiel. Level... Keiner von uns ist gut in dem Spiel. Ah, ich rede gerade nur mit Chat, sorry, ich wollte dich nicht irritieren. Level 10 dauert schon ein paar Stunden. Also, ich im Adrian habe ich 1,5 Stunden dafür gebraucht, oder 2 Stunden oder so. Ja, selbst das klingt eigentlich nicht viel, ne? Aber das soll ja nur eine Barriere sein, damit man eben nicht direkt erstellen und smurfen kann. Ja. Gut gemacht, Julius. Im Gegensatz zu Traumtor. anderen Spielen ist es ja noch.
Julius würde wahrscheinlich beide gegen beide alleine gewinnen. Können wir ja ausprobieren. Ich kann mich ja mal hinten ins Tor reinstellen. Wir warten aber mal ab, was passiert. Aber ich sag mal so, die Dynamik, wenn du zu zweit spielst, eine ganz andere als alleine, weil du die Bälle nicht vorlegen kannst. Alleine. Also schwieriger. Sagen wir einfach schwieriger. Aber die sind jetzt schon richtig genervt da oben. Ja. Und du ihn gerne? Das ist halt schon. Jetzt will ich den Chat einfach ausmachen. Kann ich machen. Ja. Sorry für mein angestrengtes Gesicht, das wird nicht immer so. Und ich ziehen selber vor. Ja, war eine perfekte Vorlage, aber. Ja, ich glaube auch, dass Julius allein gegen die gewinnen würde. Der eine ist gegangen. Ja, schon geliebt. Ja, kein Bock. Ja, dann geht der andere auch gleich. Ja, Dribbling. Ja, schade, ich wollte ihn noch übernehmen, aber der Einsteller. Also liebst auf der rechten Seite machen, linke Seite finde ich nicht so geil immer. Ich weiß nicht wieso, irgendwie auf der linken Seite klappt es nicht. Okay. Die haben keinen Bock mehr. Oh. Bringen die den nochmal zurück? Ja, den kriegt er nicht. Ja, der eine. Doch. Ja, ich bin parallel. Aber kein Boost. Sorry, aber. Oh. Oh. Okay. Ich bringe ihn ja auch deine Füße so. Schluss mit Trolling. Mal was dritten Tor, damit er rausgeht. Ja, war mit Absicht, Junge. Chill mal. Ganz knapp. Ja, okay, jetzt hat er verlassen. Ja, gut, okay. Schon klar, ne? Ja. Achso, jetzt muss ich jedes Mal rausgehen, ne? Vielleicht soll ich das. Nein, Kann ich nicht dich zum Dings machen oder du kannst keine Spiele beginnen, gell? Nee, ich kann keine Spiele suchen, weil Okay, ich okay. bin. Dann mach ich das. Weil ich nicht Level 10 bin. Was für einen Rang hat Julius auf seinem Main? Julius? Was ist dein Main-Rang? Also mein Main-Rang ist irgendwie unter meinen Smurfs. Also auf meinen Smurfs bin ich über Level Champion 2. Aber auf dem Main-Rang glaube ich nur Champion 1. Champion 1. Ist das direkt nach Diamant oder wann kommt das? Ja. Okay. Ich gehe zurück zu dir. Ah, ich habe nicht direkt aufs Tor gekriegt, schade. Hat einer eine deutsche Flagge, kann das sein? Warte. Ja, ich bin im Tor. Mhm. Ja, er kommt eklig. Kriegst du den? Ja. Ja, hat ihn ganz knapp vor mir erwischt. Also, Champion irgendwas. Ich hab gedacht, Challenger kommt vorher. Was? Challenger? Ich dachte, Challenger kommt vorher. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Das gibt's gar nicht. Ach so, okay. Ja, dann. Wo war denn Challenger? Dann war das bei League of Legends. Ich bin doch so dieses Ranglistensystem von League of Legends gewöhnt. Ja. Kein Boost mehr so richtig. Gut gemacht. Moin, Chris. Na? Du? Was soll das mir?
schade. Ja, enttäuschen. Oh, ich bin so schlecht. Ja, Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, dass du den überhaupt aufs Tor gebracht hast. Ja, ja. Mach du gern weiter. Nimm den. Kommt noch. Ich konnte ihn noch ablocken, aber ich wollte ihn nicht selber offensiv spielen. Ja, fahr mit vor. Der ist vor dir, okay. Ja, mach der. Ja. Kannst du machen? Der geht rein. Könnte. Ja, sind so, Wann ist der Stream vorbei, Alter? Er hat gerade erst angefangen. Er hat zwischen Lied gemeint, so nach dem Motto, kann ich mal kurz... Ja, Chris, hast du deine Seele auf TikTok verkauft oder wie hast du 400 Leute zusammengekommen? Hast du irgendwie auf der Straße so Leute angefragt oder wie kriegst du 453 Follower auf TikTok zusammen? Seit 2 Wochen. Gibt schon Infos, was die nächsten Gravitax-Erweiterungen sind? Lass mich mal kurz überlegen. Also das Einzige, was gerade offiziell noch ist, wovon man reden kann, ist die Erweiterung, die im September kommt mit dem Adventskalender. Aber die ist bekannt. Eine andere ist noch nicht offiziell, nein. Na, sorry, ich musste spekulieren. Toll gehalten. Kommt noch ein Video zur neuen Erweiterung. Genau, also Ravensburger stellt sie sowieso dann vor und ihr könnt mal davon ausgehen, dass... Wie heißt der? Van Björn oder sowas? Dass er es von Ravensburger wird das als erstes bekommen, kannst du dann vorstellen auf seinem Kanal. Könnt ihr bei ihm dann angucken. Der wird die haben. Schade. Ja, schaut am besten bei ihm als erstes vorbei. Ja, bin schon weggefahren, sorry, ich hatte. Ja, ist gut. Ich leg's ihm aber eigentlich nur vor. Stark. Das ist ein 1 gegen 1, du gegen ihn. Er geht vom Tor weg. Turntable. Die kenne ich auch schon. Ist in Arbeit vielleicht schon morgen. Echt. Das wäre mega. Das wäre mega geil. Oh, ich hatte so einen ganz kurzen Mini-Freeze. Sorry. So, ja, Bestellgang. 2 gegen 1. Ja, ich hab... Oh naja, will ich sowas vom Bampen. Oh Gott. Ja, gut passiert, ne? Der andere hätte ihn sonst eh gemacht. Ich habe den nämlich kaum noch eingeholt. Ich wollte ihn noch zerstören, aber er hatte auch Boost. Mhm. Habt ihr den Link zu den neuen Erweiterungen? Wahrscheinlich nicht, ne? Sonst hätten wir es schon längst. Ja, ich wäre da. Kommt gut. Dick. Schöner Pass. Siehst du, da bringen die neuen Kamerasettings was. Das sind die neuen Kamerasettings. Ja, es waren die. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann es halt auch schwer einschätzen, weil das war jetzt nicht der schwierigste Flug so. Ich musste halt nach oben fliegen und dann einmal nach links den schlagen. Ja. Aber ich gewöhne mich unterbewusst dran. Ne? Und ich habe mich dann auch schon nach dem dritten Spiel, sage ich mal, so gefühlt so dran gewöhnt, dass ich sage, es ist kein Nachteil. Ah, sorry. Oh Gott. Tut mir leid. Warum, ich bring dir nochmal? Das ist Spiel. Nice. Erstmal taub geworden durch dein Lachen. Ich lache laut? Nee. Ha! Das war alles. Mir ist nichts drin. Aber wenigstens kann ich gerade auch mal ein paar Tore machen.
sind beide hinter dir. Das ist nicht, das ist nicht. Der ist nicht drin? Nee, nee. Kommst du dir rüber? Ja, ich wollte den Spitz spielen. Warte, ich spiele nochmal hoch. Ja, wir haben eh gewonnen. 6-2. Ah, nein! Ich dachte, die ganze Schule ein, okay. Ich hab Kopfhörer auf. Warum nur 5 Zuschauer? Ich weiß nicht. Warum nicht? So, okay. Jetzt entspannt, Leute. Ich guck dazu sehr oft rein. Guck mal, was er in den Chat geschrieben hat. Strong. Ja. Wie falsch kann man den Strong schreiben? Obwohl, na, Es geht eigentlich, es ist nur ein Buchstabe, aber. Ja, es geht eigentlich, aber es hört sich trotzdem total beschissen an. Hat die ganze Schule ein. Das ist halt die ganze Klasse auf TikTok. Kam mir das so vor, da ging das Spiel, wurde es wahnsinnig schnell geladen. Weiß ich nicht. Oh, er blockt halt und direkt auf unser Tor zu. Ups. Jo, wie es ihm einfach vorgelegt wird, das Ding, ne? Boah. Ja, nicht. Oh, wie unglücklich kann der abprallen? Okay. Ja, egal. Ich bin kurz weg. Alles klar, Jakob, bis gleich. Der gefärbten Drachen in Blau-Blau finde ich ja gar nicht geil, ne? Ja, oh, der macht einen klar. Yeah. Ja. So finde ich es viel besser mit den Farben. Warte. Wenn einer lila ist. Der pink. Dann habe ich die beste Farbkombination. Ist deiner der normale oder ist der? Meiner ist der normale, ja. Der normale? Nee, meiner ist der normale. Aber ich finde den viel besser als der gefärbte in Blau, weil So. da würde mich doch jede andere Farbe als Blau reizen, wenn schon einer blau ist. Du willst ja einen Kontrast drin. Kriegst du den vielleicht? Ja, ich wollte ihn dir rüberlegen, aber ich glaube, der wäre eh zu nahe gekommen. Zu weit nach hinten gegangen. Ich glaube, die war die ganze Zeit weg. Ich seh's. Ja, kein über. Komm, mach ihn alle Beine, du bist nicht da, ne? Nee, ich bin nach hinten gefahren, auf Sicherheitsgründen. Mach zu dir? Ja, schön. Ja, ist gut. Moin, Tracksboy. Willkommen im Stream. Ich gucke mal überall hin, außer in die Kamera. Ey. Ich habe hier 3 Bildschirme stehen. Auf dem mittleren spiele ich, auf dem rechten habe ich den Chat. Auf dem linken habe ich so die Stream-Funktion. Bin rechts von dir. Schön. Mega gut. Also aber nicht schlecht. Was geht? Rocket League geht gerade. Ich spiele mit Julius ein bisschen 2 gegen 2. Und versuchen wir uns ein bisschen hochzuspielen. Neue Season hat begonnen. Vor ein paar Tagen. Und jetzt. Oh, er hat mich. Oh, ich habe noch einen leichten Freeze, aber nicht schlimm. Nimm ihn mit. Ah, ich wurde gedreht. Ich habe leider keinen Boost gerade. Ja, hol dir den hinten. Mach ihn dann weg. Ja, schön. Machst du weiter? Ich fahr zurück. Oh, Parade, lol. Nochmal. Ja, machst du weiter? Schön. Schön. Ja, der ist drüber. Weg. Nice. Bin wir da, hi Marco. Ja, es war das erste richtig schöne Zusammenspiel von uns beiden. Den jetzt wahrscheinlich auch easy gemacht, aber dann war ich schon so in der Flug. Ja. Jetzt haben wir das Spiel wieder schön zurückgeholt. Ja, easy drin. Oh, jetzt nicht dran. Nein. Was? Die Öse sterben nicht?
Scheiße. im Tor. Oh no, der... Ja, gut gemacht. Ich spiele nochmal zu dir in die Mitte. Hier. Ja, war ein super Pass. Der andere hat mich echt irritiert. Ja. Ja, könnte kommen. Da wird eklig. Ja, ist leider am Rand dran, sonst wir wegspielen können. Komm ein bisschen zurück. Schön. Schön, schön, schön. GG. Welchen Rang haben denn die Leute gerade? Ich weiß gar nicht. Ja, beide rausgeliefert. Aber die müssen doch jetzt auch alle Platin 3 sein. Oh, ich bin Platin 3, Liga 3. Obwohl... Du kommst zu 100... Ja, aber es ist trotzdem komisch, weil dadurch... Angenommen, die würden dich jetzt erstmal als Bronze ansehen, dürfte mein Rang ja, auch wenn wir gewinnen, verhältnismäßig nicht so stark steigen wie deiner. Doch, das steigt immer gleich. Weil wir spielen auch immer nur gegen deine Gegner. Ah, okay. Ich will immer, Was kommt mir gegen gerade- die anderen 3 Gegner. Wobei, auch wenn ich mit Jan spiele, kommen mir die Gegner gerade einfacher vor. Vielleicht lässt du es so aussehen? Ja, nee, ja gut sein. Das ist gerade so, weil, obwohl, ja, das Problem ist, bei der neuen Rocket League Season haben die die ganzen Ränge um einen Rang runtergesetzt, oder höhergesetzt, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall, alle die Leute, die zum Beispiel in Platin 3 letzte Season waren, sind jetzt in Diamond 2 oder, oder knapp vor Diamond 3 oder sowas. Und deswegen sind das wahrscheinlich die Gegner hier, also wahrscheinlich, war wahrscheinlich letzte Season Gold irgendwas. Okay, 3 oder so. Ja, okay. Oder Ja, aber die knapp haben wir ja Diamond auch mal 1, nass das sind gemacht. vielleicht alle Gegner. Ja, also Gold haben wir fertig gemacht. Oh, lol. Ja, du hast recht. Ja, sorry. Mega kacke. Ja, jetzt nicht mehr. Ich hab versucht, das Tor so hoch zu fahren und mich dann so ganz stylisch rauszuholen, aber hab mich dann links, rechts, ne, wenn du die Kamera falsch rum hast. Ja. Wäre cool geworden, wenn ich den da oben rausgeholt hätte, aber naja. Auch nur in meinem Träumen so. Einen richtigen Republikaner hier als im Gegnerteam. Oh, nice Spawn. Okay. Das ist auch total schlecht. Ich hab gedacht, der spielt den leicht hoch. Ne? Ja, also... Ja, ich konnte es nicht anders machen, weil musste so in die Kurve drehen. Was ist eigentlich dieser Dingswinkel von 470, den du hast? Ist das wie schnell Drehgeschwindigkeit? Ist das in der Luft? Wie schnell sich der Wagen dreht? Oder was ist das? Die Drehgeschwindigkeit, ne? Nee, die Kamera. Ja, okay. Wie schnell sich die Kamera dreht. Aber wie meinst du mit dreht? Achso, wenn ich jetzt den rechten Stick benutze. Um dein Auto herum. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Nein, wenn du dich jetzt zum Beispiel drehst... Obwohl... Ja, stimmt, wenn du den Rechtsstick benutzt, genau, ja. Ah, okay. Ja, gut. Verstehe. Der geht nicht, ne? Ja, habe ich aber auch nicht so geschickt gemacht. Der kommt gleich wieder. Egal, der andere ist schlecht. Kannst du ihn nehmen? Ja, danke. Oh no. The Real Timpe ist ein neuer Kanal. Genau, Tim ist da. Hi, Gravitrax Studio. Alles klar bei dir? Oh, die sind so schlecht, holy shit. Ja, wir müssen es gewinnen. Ja, okay, also ja, ja. Muss man noch drehen. Hast du gerade echt gut gemacht. Sind überfordert mit einem. 5-mal Bangkok heißen die. Weißt du?
Ich mach ihn weg und am Meer Boah, spielen. ja. Mach nochmal. Deiner? Ja, okay. Schön. Nice. Jetzt will ich aber mit E-Sports Play sehen. Also Tim guckt uns zu, ne? Julius. Ja, Dezenter Druck nicht. auf jeden Fall. Ich meine, ich wüsste gar nicht, in was ich besser bin, Rocket League oder Formel 1. Ich glaube, ich bin so überall so ungefähr auf Platz 3. Also als Tim bist du auf jeden Fall in Rocket League besser. Ja, sag das nochmal laut, das hört er nämlich. Ja, Tim ist total kacke in Rocket League. Tim ist so richtig schlecht, ne? Ja, ist er wieder. Also ist er echt. Ja, das Problem ist, dass er mich in Formel 1 leider mal mindestens im Qualifying und auch im Rennen leicht besser ist. Bei Kilian ist es eigentlich immer das Gleiche. Der ist, der ist aber überhaupt nicht der ist überhaupt nicht konstant. Und du weißt ganz genau, wenn die CPU irgendwie was Irrationales macht, irgendwas, was nicht vorhersehbar ist, ist er das erste Auto, was kaputt ist, weil er überhaupt nicht reagiert. Der kann das nicht akzeptieren, mal kurz vom Gas gehen zu müssen, weil eine CPU kurz langsam ist. Der verliert dann zu schnell die Geduld und crasht dann. Tut sich einen Schaden. Oh, sorry, das ist zu hoch. Aber wir sind vorne jetzt. Nee, der rein, weil die schlecht sind. Okay, lass. Ja. Ich hab den nur nicht berührt, weil der drin war. Das ist auch nicht schwierig, besser als ich zu sein. Ja, weiß ja nicht. Ich habe, glaube ich, echt nur eine Hand oft. Mit dir zusammengespielt. Eine Handvoll oft. Der sagt dann. Ein paar Mal. Ja, ich glaube, Tim ist so Silber oder so. Ja, okay. Hey, ich bin ja schon so Mitte Platin vielleicht, aber das kommt halt eher, weil ich mit Jahren gut eingespielt bin, nicht weil mein einzelner Skill das kann. Moin, Tracksboy. Zumindest in Rocket League. Ja, in Formel 1 bist du besser als ich. Klare Sache. Gestern das Rennen habe ich gewonnen, weil ich ziemlich viel Glück hatte. Und gefühlt bei Komisch, allem, dass was Tim überhaupt gut gelaufen in Org ist. im Spiel ist. Was ist noch? Sorry? Kannst du den machen? Das finde ich echt komisch, dass Tim überhaupt gut in Org im Spiel ist. Das habe ich nicht erwartet. Was bedeutet das in was für ein Spiel? Audible? In irgendeinem. Achso, in irgendeinem. Ja. Ja gut, wie gut ist er denn in Oh no, ist FIFA? klar. Ja, ich weiß. Wie gut ist er denn in FIFA? Ja, FIFA ist Standard, würde ich sagen. Ne, Tim? Ich wäre ein Machst bisschen du besser, aber Giveaway? ich Aber Giveaway jetzt hier nicht geplant. Ab und zu vergebe ich mal Preise bei meinen Gravitrax-Turnieren. Da gebe ich immer mal wieder was raus. Ansonsten machen wir eher so Giveaways in Form von ich stream das, was ihr wollt beim nächsten Mal, wenn das und das passiert. Also, aber ich habe jetzt keinen Merch-Shop oder sowas. Da bin ich viel zu klein. Deswegen, nein. Wie geht's? Mir geht's super. Heute was für die Uni heute Vormittag gemacht. Jetzt schön noch ein bisschen chillen. Heute Abend. Donnerstag ist bei uns immer Mädelsabend. Da habe ich als Kerl nicht viel zu sagen, weil schließlich wohnen wir zu zweit hier in der Wohnung. Ich sag mal so, bei uns ist der Wochenablauf immer recht gleich. Montag ist Beziehungstag. Das klingt jetzt perverser als es ist. Einfach, keine Ahnung, wir kochen was Schönes für uns, gucken uns einen schönen Film an oder so. Dienstag, Mittwoch ist Männerabend, sprich da heißt es Champions League. In dieser Woche heißt es Bundesliga. Donnerstag ist Mädelsabend, weil dort Germany's Next Topmodel kommt. Das ist okay, ich guck's auch mit. Ich bin jetzt auch aus dem Alter raus, wo du dich so übelst dafür schämst, wenn du es guckst. Ich guck's halt noch mit. Freitag ist eigentlich gar nicht. Doch, Freitag ist eigentlich traditioneller Trinkabend. Da wird mein Bierpunkttisch regelmäßig rausgeholt. Und Samstag auch. Und Sonntag wird ausgenüchtert. So läuft eigentlich jede Woche bei mir ab und ich bin sehr zufrieden während der Corona-Zeit damit. Ich glaube, ich habe einen ziemlich geilen Alltag im Vergleich zu anderen Leuten, so mit Corona. In Corona-Zeiten. Wir machen das Beste draus. Es gibt eigentlich so jeden Tag irgendwas, auf was du dich freuen kannst. Das ist immer ganz wichtig. Meine Freundin ist gerade in den Park gefahren. Trifft dort irgend so einen Dude. Das ist schon okay.
Einfach mal rausgehen, spazieren. Ja, also Halbliter Traxball will 5-mal begrüßt werden. Ich sehe nichts mehr. Ja, mach ihn, komm! Wenn ich Standard bin, dann Julius empfehlen in jedem Fall unter Standard. Naja, Julius hat halt einfach nur eine andere FIFA. Was bin ich? Er hat gesagt, du bist in FIFA unter Standard. Ja, das kann nicht sein, wir waren beide also natürlich bin ich nicht besser als er, ist ja gleich klar. Aber ich meine, wir waren beide Liga 3 letztens, das letzte FIFA. Liga 3? Liga 3, was ist denn? Division 3, ah, Division 3. ja, hier Division, alles klar. Boah, ich habe nie Division so richtig Kann gespielt, ne? Da ich mal so richtig geguckt habe, wie weit ich komme. Kann sein, dass er jetzt irgendwie Division 2 ist oder sowas, und wir waren die ganze Zeit Division 3 zusammen. Das dann sagt, dass er nur damit er sich besser fühlt. Beide Liga 3. Ja, Division habe ich nie so oft gespielt, dass ich wirklich sagen kann, ich hätte mich mal irgendwann so eingepegelt, um zu wissen, wo ich stehen würde. Eigentlich nie, weil ich habe immer konsequent Weekend League versucht zu machen und dann boah, kriege ich den noch? Oh, shit. Oh, bitte, danke. Oh, er ist so schlecht. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt noch die Chance habe, den ansatzweise rauszukratzen. Gehst du noch mal hin? Ja, kommt hoch. Ja. Probier den nochmal zu bringen. Ja, ich hab keinen Boost. Alles in der dritten. Ich bin zumindest in zwei seit der Wochen. Achso, in Weekend League meinst du? Aber ich glaube, meine beste Weekend League mit diesem Dings-System damals, also nicht bei den FIFAs jetzt, war. Was kommt nach Gold? Was kommt nach Gold? Elite. Elite, ja. Elite 3 war, glaube ich, das habe ich einmal geschafft. Ne, ist 3 das schlechteste Jahr, ne? Ja. Also das Wann hast schlechteste. du diese 3 geschafft? In welchem FIFA? Aber ich glaube 2018 oder 2017. Ne, 2018 muss es gewesen sein. Ich glaube 2017 gab es das noch nicht. Doch, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Dieses Weekend League System gibt es, glaube ich, also die SBCs gab es früher, das kam nicht im gleichen Jahr. Obwohl, nee, stimmt gar nicht, stimmt, das war ja, stimmt, das war nur Liga, also, ja. Genau, und die Ja, Weekend League wohl, kam, glaube ich, keine erst 2018 und da, also mein bestes FIFA-Jahr an sich war eigentlich 2017, da war ich auch von der Rangliste her und sonst was, ohne Trading und sonst auch mega geile Mannschaft gehabt. Mit allem, was man sich wünschen kann. Ohne Trading. Du ohne Trading. Ohne. Ja, 2017 gar nicht. Gestern, oder? Ja. Ich zumindest Division 2 seit der zweiten Woche FIFA Division 2, aber Kopf hoch, sagt er. Der Tim. Der Tim sagt war ja auch Division 2. Ich ja, zumindest Division 2 seit der zweiten FIFA. FIFA-Woche. Ja, ich war auch nicht. Ich war immer in der Division, wo Tim drauf drin ist. Das weiß ich auf jeden Fall. Tim ist nicht schlimm, muss sich nicht schämen dafür. Ah, ich glaube, ich krieg den nicht. Ja, vielleicht probierst du den. Ich fahr unten. Ah, ich bin zu schnell. Ja, wir führen sowieso ziemlich souverän. Beides im gleichen Jahr gekommen. Kannst du Mitte kommen? Ja, ich bin ein bisschen zu spät dran. Beides im gleichen Jahr gekommen. Also SBCs war eigentlich, finde ich, die geilste Neuerung. Oh, sorry, muss ich einmal. Die geilste Neuerung, die sie gemacht haben, weil erstens hast du wahnsinnig viel mehr zu tun gehabt. Ja, was witzig war. Und du bist ja den ganzen Karten mal losgeworden. Wie oft du Spieler doppelt, dreifach hattest, und vor allem die schlechten, ja. Die hast du ja, diese Bronze, Silberkarten hast du einfach angesammelt und konntest sie nicht verwenden. Also die SBCs waren somit eine der geilsten Erweiterungen. Beides im Jahr 2017 gekommen. Okay, ja, dann habe ich es vielleicht auch 2017 geschafft. Kann sein. Aber bei mir ging das so konstant so ein bisschen nach unten, weil ich halt auch immer weniger Zeit rein investiert habe. So, es hat mir Spaß gemacht, aber ich hatte schneller diesen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so ich will in diesem Jahr nicht mehr weiterspielen. Oder besser gesagt, es fing also damit an, dass ich gesagt habe, ich will die Weekend League jetzt nur noch bis zu einem gewissen Punkt spielen.
das letzte FIFA habe ich immer bis, ich glaube, 18 Siege gespielt und dann habe ich aufgehört. Egal wie weit ich noch gehabt hätte. Also viel weiter wäre ich eh nicht gekommen, muss man dazu sagen, aber bei 18 Siegen war die Belohnung halt noch adäquat. Also hat noch gepasst zum Aufwand. Aber Elite-Belohnung, ganz ehrlich, du guckst dir 1000 Streams an und das ist jedes Mal der größte Müll, den die da ziehen. Das lohnt sich nicht dafür, so rein zu hasseln. Das haben jetzt alle verpasst. Fangen wir uns den. Bin noch mal kurz weg, alles klar, Jakob. Ja, 2017 fand ich mit geil. Mit am geilsten. Das mit dem Time Finish fand ich nicht so schlecht, ist okay, ist nicht so viel verändert. Aber 2017 hat mir vom Stil her am besten gefallen. Da konntest du noch langsame Spieler spielen. Du hattest eine richtig große Auswahl an Spielern. Seit den neuesten FIFA-Spielen hast du einfach nur das Gefühl, dass du nur noch die gleichen Spieler vorne spielen kannst, die playable sind. Und das finde ich mega ätzend, deswegen spiele ich es auch nicht mehr. Also, ja, da müssen sie sich einfach was anderes überlegen, dass du eben so geile Spieler wie Lukaku und Ibrahimovic, die müssen einfach Spaß machen zum Spielen, wenn sie das schaffen, ein breiteres Angebot zu haben. Kilian spielt dieses Wochenende wieder Weekend League. Okay. Selbst schuld. Ja, das liegt an Tots, oder? Ich habe gehört, die kommen jetzt raus. Wann kommen sie denn? Morgen? Nächste Woche, glaube ich, oder? Müsste ja bald soweit Nächste Woche sein, Freitag, ne? deswegen spielt er wahrscheinlich auch Weekend League. Das sind ja nur 4 Spieltage. Ich denke mal nächste Woche Freitag, deswegen spielt er auch Weekend League diese Woche. Mit der Belohnung hat. Ja, aber du hast mir Also, erzählt, dass denke es ich nur mal. noch Untrade-Belohnungen gibt, allgemein, ne? Das ist mega Trotzdem. ätzend. Das war immer die... Oh, sorry für das Tor. Das war immer die große Motivation für mich. Also Tim hat mir letztens noch erzählt, dass das Ding ist, was habe ich letztens gesagt? Was war Untrade, was eigentlich hier, was war nur bei jedem, das Top die Untrade ist, aber das war doch nicht Untrade. Naja. Das kann halt nicht sein. Ich meine, warum machen die das denn? Die machen sich nur Jahr für Jahr unattraktiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deren Verkaufszahlen steigen. Die müssen doch wirklich in den Keller gefallen sein die letzten Jahre. Naja, sind sie auf jeden Fall. Also, dieses Jahr auf jeden Fall. verstehe ich auch gar nicht so. Das kann doch nicht in deren Interesse sein, dass sie das Spiel so kaputt machen. Und ich spiele morgen ein bisschen aktiver. Also Tim spielt auch morgen. Ja, dann geht's ums Tots. Ne? Welches Tots? Warte mal. Tots fängt immer Premier League an, oder? Traditionell. Sorry. Oh, Schlimmste, wenn du dich nicht entscheiden kannst, in welche Richtung du fährst und deswegen das Tor fällt. Nee, alles gut. Oh, sorry. Das hab ich direkt gemacht. Ja, das nee, das war mal schön. Community Tots und Unterenglische. Achso, hier zweite Liga, Englische, die sind natürlich mega Mist, ne? Community Tots als Eröffnung. Ich dachte immer, das war der Abschluss. Oh, schönes Tor. Selbst wenn die Verkäufe im Keller sind, machen die noch mehr Geld als alle anderen Spiele von EA zusammen. Das stimmt, aber ganz ehrlich, willst du das nennt man Cash Cow in echt. Dein Flaggschiff, deine Geldmachmaschine, mit der du andere Spiele finanzierst und so weiter. Dass du es dir auch leisten kannst, mal Risiko einzugehen und in ein Spiel investierst, wo du dir nicht sicher bist, ob da was Geiles draus wird. Also das ist die Cash Cow von EA FIFA. Damit machen sie das fette Geld. Ist es sinnvoll,
die kaputt zu machen oder zu riskieren, eigentlich gehst du bei der am wenigsten Risiko. Also schon klar, warum die das machen. Die haben ein Monopol, die können theoretisch machen, was sie wollen, aber trotzdem machen sie sich selber, schädigen sie ja damit, dass sie ihre Spieler verlieren. Der würde nicht reingehen. Ja, er hat mich abgedrängt, leider. Oh, gut. Ja. Boah, Mann! Moin! Das ist aber hier. Ja, stimmt schon. Also, Formel 1 ist jetzt auch von EA gekauft, richtig? Wir gucken, hoffentlich verkacken sie es nicht. Die werden ja. Da wird bestimmt auch welche Autos gehen, die man sich für Geld kaufen kann. Ja, das ist aber scheißegal, das ist eigentlich das ist das scheißegal. Also die könnten eigentlich Formel 1 gar nicht in ein Ding verwandeln, es sei denn, die machen die Strecken kostenpflichtig, aber dann braucht man das Spiel gar nicht. Ja, aber sagen so DLC-Maps oder sowas. Ja, aber das wäre geil, wenn sie für alte Maps, die grundsätzlich nicht drin sind, ich sag mal so, die Mindesterwartung ist, dass die Strecken drin sind, die sie in der letzten Saison gefahren sind. Darf ich Werbung machen? Ja, schreib rein dein Link. Wenn du jetzt nicht gerade selber hier einen Livestream machst, kannst du es reinschicken für ein Video oder so, kein Problem. Beitragsplayer, hi. Ah, sorry, auch den muss ich machen, sorry, ich bin da gerade unaufmerksam, weil ich Chancen will. Beitragsplayer, nice, schönes Arbeit, Stream. Also Tracksboy, hau rein, kannst Werbung machen. Du meinst wahrscheinlich irgendeinen Link oder so. Aber auch nett, dass du fragst. Kannst du den nehmen? Ich glaube, nach dem Game hier, oder sogar schon in diesem Game hier, bist du auch damit, glaube ich. Ich habe gar nicht mehr, ich habe tatsächlich einmal vorhin drauf geguckt und seitdem gar nicht mehr. Weil ich spiele einfach gerade so komplett drauf los, wir haben auch, glaube ich, noch nicht verloren, kann das sein? Nee. Ja, Robin peinlich. Naja, für mich nicht. Ja. Nee, ich hab eine Mod, ich kann ja sehen, also es ist jetzt schwierig alles zu erklären, aber ich sehe halt genau, wenn du damit kommst. Ah, okay. Aber ich sehe halt nicht, wie viel Plus du bekommst. Also das heißt, du kannst jetzt so mit 15 Punkte Plus bekommen oder auch nur 10 und mit 10 wärst du halt nicht damit. Ja, ich muss aber erstmal meine ganzen Bronze, Silber, Gold-Siege holen, bevor ich ja davon profitiere, dass ich die Belohnung kriegen würde. Also eigentlich ist es jetzt viel zu früh, wenn ich dann mit jemand anderem spielen würde ich erst mal 20 Spiele verlieren, bis ich mich wieder auf Platin eingerankt habe. Platin, genau. Doch, Platin. Ja. Fühle ich aber. Ich meine, ich bekomme auch, das macht auch einfach keinen Sinn. Ich schwitze mich in Champion 2 um meine ganzen Siege, obwohl ich noch nicht mal die Bronzebelohnung habe da. Ja. Und du sagtest ja auch, dass ich lass dir lieber nicht ran. Du sagtest ja auch, dass du auf den Smurfs teilweise höher gerankt bist als auf deinem Main-Account. Witzig, ne? Ja, es ist aber irgendwie komisch, vor allem, weil wenn ich zum Beispiel bei meinem Main-Account in Champion 1 spiele, dann bekommt man total gute Gegner und ich denke mir so, dass man gegen die eigentlich gar nicht gewinnen kann. Und wenn ich auf meinen Smurf spiele, bekomme ich so die ganzen normalen Gegner und dann machen wir auch, also ich und wir haben letztens eine 40er Winstreak hingehauen und sind ja deswegen auf Champion 2 hochgekommen. Und da haben wir normale Gegner bekommen, also keine guten Gegner und sowas. Du bist übrigens in meiner Videobeschreibung. Ich kann dich auch mit reinnehmen, Tracksboy, kein Problem. Ja, okay, nächstes Game bist du erst. Gar kein Problem. Ja, ich bin jetzt Liga 4, genau. Bin noch in der Liga, da steht auch, dass ich da drin geblieben bin. Ja. Nächstes Game bist du. Diamant 1. Aber sehr nice, dass du es gemacht hast. Mach ich, gell? Am meisten sagen doch die Casuals, die nichts bezahlen, okay, ich gehe. Die ganzen anderen großen Haie, die bezahlen, bleiben doch so lange die Packs. Du meinst halt die Streamer damit, also die werden immer zahlen, das stimmt schon. Aber du redest ja auch von der Fanbase. Also, worüber finanzieren sich YouTuber? Über Zuschauer. Und wenn die aber kein
FIFA mehr spielen, deine kleinen Spieler, die du gerade sagst, dass die egal sind, wenn die gehen, die nicht bezahlen, sind trotzdem Zuschauer von den Leuten, die dann das Geld ausgeben. Also so pauschal, also will ich es nicht ausdrücken. Ich muss auch sagen, ich finde auch, dass die ganzen großen Streamer oder YouTuber von FIFA, die haben halt echt richtig wenig Zuschauer. Also für so ein Teasy Sprich oder so, die haben ja irgendwie 800.000 Abonnenten und die bekommen dann so 40.000 Klicks auf so ein FIFA-Video, weiß ich nicht. Das ist Ja, eigentlich ob nicht das viel, jetzt ne? Also großer ich sag, Erfolg für die ist. mal, als kleiner YouTuber kannst du dich so bis zu 10.000 kannst du so die Formel anwenden, dass du ungefähr in einer Woche die Klicks haben solltest, die du auch als Abonnentenzahl hast. Das wäre ganz schön. Also mein Ziel bei meinen Videos ist immer, so viel Klicks drauf zu kriegen, schönes Bild, wie ich Abonnenten habe. Ich habe jetzt in letzter Woche... Kommst du nicht sogar mehr Klicks Ja, es drauf, kommt immer auf die Videos an. Also so ein Livestream hat zum Beispiel eher mehr, weil der wird ganz anders gewertet. Ich sag mal, wenn ich bei einem Video 200 Klicks drauf habe, bin ich total zufrieden. Ich bin aber auch jemand, der selten da drauf guckt. Deiner? Schön. Also von daher, ich weiß nicht. Mein Top-Video hat, glaube ich, irgendwie 910 oder 920 Klicks. Es war mir aber auch klar, dass das wird auch immer auf Platz 1 bleiben. Das ist mein Pack-Opening-Video gewesen. Das ist ein Back-Opening. Von Ravensburger. FIFA oder was? Nee. Ich glaube Ach FIFA. so. Ich habe sogar FIFA mal im Pack-Opening hochgeladen, aber das war auf Twitch. Ja. Auf Twitch. Und da habe ich sogar eine Icon im Stream habe ich da gezogen. Ich weiß nur, dass du mal bei uns in der PlayStation-Party warst und da hast du nebenbei gestreamt. Ja, Wenn du den ganzen ja. Klicks gehabt hast. Kann Genau. sein, dass es sogar dazu war. Ja, glaube ich auch, dass das war. Aber man muss dazu sagen, dass ich am Anfang auf diese Videos, die ich da gestreamt habe und auch, ich habe dann mal Dead by Daylight Videos auf YouTube hochgeklickt, da habe ich im Schnitt 10 Klicks drauf gehabt am Anfang. Als ich dann mit Gravitrax angefangen habe, Scheiße. sorry, ich habe aufgeklickt, ging das deutlich nach oben. Da habe ich am Anfang so 50 Klicks drauf gehabt und dann wuchs das so proportional zu der Abozahl. Ich habe jetzt letzte Woche die 200 geknackt. Und mal gucken. Mein Jahresziel werde ich trotzdem nicht schaffen. Was ist das dein Jahresziel? 500 wäre es gewesen, aber das werde ich nicht schaffen. Dafür engagiere ich mich zu sehr in der Uni. Also ich sag mal, ihr könnt natürlich jetzt sagen, ich versuche den ganzen Tag irgendwelchen Content zu createn, aber erstens ich mache das nur, wenn ich Bock drauf habe. Wirklich, das ist so mein oberster Vorsatz. Ich mache nur, wenn ich gerade Spaß dran habe, mache ich auch was. Weil sonst komme ich ganz schnell in diesen Bereich, wo ich das nur noch aus Zwang mache und das bringt gar nichts. Ja, mein Problem ist nur, dass ich für manche Videos echt viel Zeitaufwand habe und dafür normale Zahlen bei rauskommen, sag ich mal. Also so Formel 1 Videos mit dem Murmelbahnformat machen halt echt viel Aufwand und kommen aber, denke ich einmal, das was meinen Kanal ausmacht, diese Rennvideos, die mache ich halt so, weißt du, und macht jetzt kein anderer, weil müsste mich ja dann für die Kamera setzen und so, das ist jetzt nicht so einfach, das nachzumachen. Oh shit. Sorry, ich hab verkackt. Oh, ja, auch. Überführen sogar. Ja, deswegen. Ich werde das auch weitermachen. Ich habe auch schon ein Konzept für meine nächste Saison. Aber das ganze Ding steht. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass es geil wird. Dann habe ich ja noch ein bisschen Unterstützung von Ravensburger. Das hilft mir auch. Kannst du rüberspielen? Drüber? Ja, ich wollte ihn hier nach vorne spielen, wieder zurück. Aber Kein Boost oder wenig Boost. ich habe 1 zerstört. Ja. Boah. Reiban, hi. Willkommen im Stream. Oh Gott. Scheiße. Mies. So. Okay. Das ist ein erstes spannenderes Spiel. Ja. Gucken wir mal, kriegen wir schon alles hin.
Ja, oh, sorry, nachher werde ich wahrscheinlich noch eine Runde Marvel on Stream machen. Eigentlich würde ich das auf Twitch machen, aber Problem ist, Twitch haben die meisten Leute nicht. Oder nicht ansatzweise so viele. Also ist da immer ein bisschen schwierig, aber ich werde dann wahrscheinlich wechseln. Weil da hast du halt ganz andere Funktionen mit meinem. Also Twitch ist einfach für Streaming viel besser. Ja. Für Livestreaming. Für Kurzvideos ist YouTube geiler. Zu dir. Oh, mega. Super. So, die sagen so, sag mir nicht, du smurfst. Nicht so, ich hab doch, hast doch gar nichts zu sagen. So, okay. So, lüg mich nicht an. Wollte ich mich irritieren. Schade. Bad Game. Du musst ja, jetzt bist du links, jetzt bist du Diamond. Ja. Ja. Ich habe Bronze 9 von 10. Ja, geil. War ich noch nie, glaube ich. Bin nicht ganz sicher. Ich habe auch gleich die Errungenschaft Doch, gekriegt. doch, du bist in Stimmt, ja, mit drei euch. Diamond 2 oder nicht? Ja, ja, mit euch. Ja, aber auch nur wegen euch halt. Ach du Kacke, wenn ich jetzt schon sehe, wie hoch ich schon bin, ne? Das ist so Ja, dumm. ist das Das ist so? so dumm. Ich kann ja auch nachdem ich. Ja? Auf welchem Rang bist du aktuell, theoretisch? Also ich glaube, wenn ich jetzt noch das eine Game gewinne, komme ich gefühlt wieder Champion. Oder kurz vor auf jeden Fall. Oh shit. Dann kann ich schon wieder nicht mitspielen, muss ich noch einen neuen Account machen. Kann man die nicht verkaufen oder so? Oh scheiße. Alles gut. Ja, ich glaube nicht. Das wäre viel zu einfach, dann geht damit Ketzen machen. Ja, es war immer nur für eine Season, ne? Aber in League of Legends hast du diese Diamant-Accounts ganz gut verkauft bekommen. Ich? Nee, auf Diamant hat man die ganz gut verkauft, aber League of Legends, aber da steckt auch viel mehr Arbeit Achso, dahinter. so, ja, ja. Du musst ja, da hast du ja auch ein Jahr lang die Belohnung. Wie lange geht eine Season bei Rocket League? 3 oder 6 Monate? Ich hab 3. Ja, eben. In Rainbow kann man seine Accounts auch echt gut verkaufen. Aber da dauert es halt auch einfach 60 Stunden, um so einen Account hochzuspielen. Ja, eben. Weil damit kann man schon mal gucken, so ein PS4-Account kostet da 70 Euro oder 70 Dollar. Haben wir letztes Mal. Und wie lange brauchst du, um das hochzuspielen? Ja, so 60 Stunden würde ich schon sagen. Ja, okay, dann lohnt es sich nicht, ne? Also du musst halt schon am Tag, damit es ein Geschäft ist, musst du am Tag eigentlich 80 Euro mit irgendwas verdienen. Sonst lohnt es sich nicht. Ja, Sorry. Traxboy sagt lol. Ich habe ja mit Rocket League auch eine Menge Geld verdient, aber halt durch das Trading, was ja jetzt eigentlich nicht mehr möglich ist. Aber halt so das nebenbei, gibt's weißt ja du? nicht mehr. Ja, eben. Ja, Mann! Das Witzige ist ja, dass sie sich als So. Smurf bezeichnet haben, obwohl es auch Diamantleute waren. Ja, aber Diamant, also das ist ja wirklich, das ist noch ziemlich weit weg. Diamant 1, das ist schon ein bisschen, Sind da? Schade. ja, machen wir selber nochmal. Dann kriegt er vor mir. Schön.
Ja, ich spiele mal so, damit er gar nichts machen kann. Mit dem Tor. Ja, okay. Ne, Schade. das ist nicht drin. Ja. Wieder kein Boost. Ja, da habe ich ihn komplett verschätzt. Schön. Bin parallel. Schön. Tolles Tor. Ich mag kein Rocket League, kein Hate, aber ich finde das nicht so spannend. Same Tracksball. Rein, du magst gar keine Computerspiele, zumindest zockst du nie. Er mag Gravitrax. Kriegt er den? Ja. Ich wollte es zumindest probieren. Irgendwas wurde in unsere Formel 1 Gruppe geschrieben, aber ich kann gerade nicht nachgucken. Ich wollte ihn noch zerstören, aber... Oh, Oh, okay, okay. warte mal, mach mal. Schön. Ja, mach du weiter. Mal zu dir. Ja, danke. Reingegurkt, aber es war eigentlich da. Insgesamt war es eigentlich echt schön. Nächste. Mies. Bin ich schon eingerankt? Waren schon 10 Spiele? Ne. 8 erst. Ja, ich habe jetzt meine meine Dingsbelohnung und bin Liga 2. Du solltest eigentlich um die 18 Zuschauer haben, oder? Nach was berechnest du das? Das kannst du nicht so sagen. Das hängt von so vielen Sachen ab. Das hängt von der Zeit ab, wo du streamst, vom Tag. Wir haben heute mitten in der Woche. Von daher entspannt euch mal, was das angeht. 7 Zuschauer, 8 Zuschauer, das ist doch voll nice. Ich meine, ich hab einen Gravitrax YouTube-Stream und stream gerade ein ganz anderes Spiel, was eigentlich gar nichts mit denen zu tun hat, für was ich sonst meine Abonnenten habe. Ist doch völlig in Ordnung. Wenn ich jetzt irgendwas mit Gravitrax streamen würde, würden auch mal zugucken. Aber ich habe halt gerade Bock auf Rocket League und dann ist es auch okay, wenn er weniger zugucken. Das ist kein Thema. Gut Und? angetäuscht? Genau, ich hab keinen Boost. Nein, das macht euch da nicht immer so verrückt, wie viele Leute euch zugucken. Ja, eigentlich scheißegal. Wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt hier. Wenn nicht, dann nicht. Alles gut. Zu machen? Ja, ich bin mal rüber. Oh. Alles gut, warte. Ich glaub mal so. Das ist so viel, guck mal. Das ist übel free. Oh Gott, da geht's doch nicht hin. Ja, ich war mir nicht sicher, was du meint mit, das ist übelst free, wusste ich nicht, dass damit meinst, geh du hin. Deshalb, ich habe mich nicht getraut, ihn dir wegzunehmen. Bin extra einen Bogen gefahren. Ach, das ist der neue Lambo, ne? Nein, ja. Warte, ja, die kann man sich im Shop kaufen, Ja, glaube hab ich. ich gesehen. Das sieht ganz schön aus so. Ja, ja, gut aussehen tut er, aber ich glaube, der wird trotzdem nicht gut sein. Ja, die Hitbox ist halt. Ich mag flache Autos von der Hitbox nicht. Außerdem finde ich Ja. auch, dass der optisch, den wir haben, halt auch optisch ganz nice aussieht, bis auf diese hässlichen Vorderlichter. Ja, der Octane und der Fennec werden schon immer die besten Autos sein in diesem Spiel. Ich glaube, es wird kein Auto geben, was besser wird. Ja. Vor allem ist es kostenlos. Das ist das Tolle eigentlich. Du kannst Rocket League komplett ohne Kosten spielen. Schade, ich glaube, der geht nicht. Nee. Ja, meine mal, oder mache ich meinen? Schade. Ja, das nächste Mal probiere ich dir eine Vorlage zu machen. Ich glaube, das ist immer insgesamt erfolgreicher. Schön.
keinen Boost gerade. Na, ich auch nicht. Jetzt hab ich welchen. Kommst du dir zurück? Oh. Ordentlich die Handbremse gerade ziehen. Oh Gott. Wer kommt zu dir? Verarscht. Cool. Ich bin parallel zu dir. Ja. Mies. Und was könnte? Na, nee, Nee. nicht. Trotzdem Führung ist knapp. Die Musik ist ausgegangen beim Stream. Wow. Wie geht. Voll. Ja. Mies. Max, wirst du auch so, wenn auch nur ich zuschauen würde? Ja, natürlich. Jakob, was denkst du denn? Natürlich würde ich nur streamen. Würde ich streamen, auch nur gut. Klar. Wie viel Wiedergabe Dauer hast du eigentlich mit Streams gemacht? Meine Wiedergabe sind 2 Stunden. Eure? Also Videos. Ach, du meinst jetzt die Gesamtzeit? Oh, keine Ahnung. Das ist ja erst mein 5. Stream, also ich weiß nicht, beim letzten Mal. Oh, ich muss nachher mal nachgucken. Ich kann es euch gar nicht genau sagen. Ich würde lügen, wenn ich jetzt irgendwas raten würde. Ich kann es echt nicht sagen. Aber Wiedergabedauer ist ganz nice bei Livestreams. Letztendlich ist es auch das Einzige, was wichtig ist, ne? Klicks egal, Abos egal. Alles völlig egal. Deine Gesamtwiedergabezeit. Das Einzige, was YouTube noch interessiert. Ich hab, Leute, witzige Story. Pass auf. Oh, warte. Erstmal den Ball abwehren. Witzige Story. Es gibt ja so Unternehmen, da kannst du dir auf YouTube alles Mögliche kaufen. Du kannst dir Klicks, Likes und Abos kaufen. Die werben damit. Und da habe ich mir den Spaß gemacht, die mal anzuschreiben. Und erstmal wollte ich sie so fragen, habe ich sie damit konfrontiert, so ja, ist ja ganz nett. Die verkaufen Klicks, Abos und Likes und werben damit, dass es echte Personen sind. Okay, ich glaube ihnen, dass es echte Personen sind. Wir haben dann so ein paar Leute sitzen, die haben dann ihre 30.000 Accounts, loggen sich da ein und dann abonnieren die dich. Okay. Leute, wenn ich über sowas quatsch, wäre ich auch viel besser. Und dann habe ich die angeschrieben, dass ja das, was sie verkaufen, eigentlich überhaupt nicht interessant ist für YouTuber. Dass es nur auf Wiedergabezeit ankommt. Und sonst nichts. Und Klicks und so weiter, ja, eigentlich nur dafür sorgen. Okay, angenommen, du kaufst dir jetzt deine 100 Abos. Du hast 100 Abos und jetzt kaufst du dir nochmal 100 dazu. So, und dann habe ich sie damit konfrontiert, dass YouTube dann nur sieht, okay, der hat so und so viele Abonnenten, hat aber nur so und so viele Klicks und so weiter drauf, das passt alles nicht. Also müssten seine Videos ja uninteressant sein. Sagt dann der Algorithmus. Boah. Und dann habe ich sie damit konfrontiert, ob sie auch Wiedergabedauer verkaufen und falls nicht, wie lang denn die Wiedergabedauer von den Leuten ist, die da so klicken. Und dann haben sie mir tatsächlich geschrieben, die ist im Schnitt 1 Minute. Also erstens ist es komplett gelogen, weil die machen nichts anderes als kurz zu liken und dann kommen die nie wieder, weil das ist einfach, Hauptsache die haben ihren Vertrag halt erfüllt. Und du machst dir langfristig deinen Account komplett damit kaputt, weil du ja den Algorithmus von YouTube völlig störst. Und der halt einfach nur denkt, du hast ein scheiß Interesse auf deinem Channel. Und dann habe ich ihm denen das eben geschrieben und dann haben die mir eine richtige Antwort so geschrieben, so, ja, wir können dazu nichts sagen, wenn du irgendwelche anderen Fragen hast, dann kannst du dich gerne noch an uns wenden. Also komplett ausgewichen, weil natürlich ihr gesamtes Businessmodell darauf beruht, quasi Leute zu verarschen. Ich fand es aber ganz witzig. Ich schreibe gerne solchen Firmen und konfrontiere sie so direkt mit ihrem Geschäftsmodell, wenn sie versuchen, Leute zu verarschen und so witzig, wie die dann drauf reagieren. Ja.
Das war Also zwei Sachen, Max. Einmal, ich gehe nach der Runde okay. gehe ich auch Ja, ist, auch, weg, ne? ist okay, weil die Luft ist ja noch so ein bisschen raus. Ich habe gerade auch überlegt, ob wir nochmal auf Play drücken. Da habe ich auch gesagt, oh, wenn ein letztes Game. Passt genau. Und zweitens, ich glaube, die Gegner haben ja auch jemanden, der smurft. Okay. Ja, dann das hasseln. Weil der ist Sham 2 Turniersieger. Nicht Sham 2, sondern Navarro Season 2 Turniersieger. Also Sham 2, oh, das ist ein On-Goal. Das wollte ich nicht. War wirklich da im Rückwärtsgang und dann habe ich links-rechts vertauscht. Dann kam der so eklig, sorry. Hier, ja, Turniersieg. Was ist das für ein Zeichen? Champion. Oha. Das obere, der obere. Okay. 300 oder weniger. Gravibahn, du streamst doch gar nicht, oder? Also wie meinst du das? Warte mal mit. Also ich guck das gleich mal nach. Erstmal High Lenny Penny. Oh, jetzt habe ich eine Sekunde nicht auf dem Bildschirm geguckt, sorry, ich muss mich kurz konzentrieren. Jetzt passiert mir das nächste Tor. High Lenny Penny. Ich guck nachher gleich mal nach, Wiedergabedauer. Ich weiß das gar nicht. Fuck, ich hab keinen Scheiß zusammen. Ey, er versucht mich zu rammen, hat ja eigentlich auch funktioniert, ne? Bei mir 300 oder weniger. Bei mir sind es so 80 Stunden Wiedergabedauer, ja. Meine Wiedergabezeit sind 2 Stunden. Meint ihr jetzt insgesamt oder von welcher Einheit sprecht ihr? Was soll ich denn gleich nachgucken? Weil ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ihr Durchschnittswiedergabedauer meint, also von insgesamt Videos plus, also von allen Videos, die man so auf YouTube hochladen. Da habe ich, glaube ich, eine Wiedergabedauer von vielleicht 3,5 Minuten oder so. Und wenn ihr jetzt Livestreams meint, habe ich wahrscheinlich noch mal eine andere. Und wenn ihr die gesamte Zeit wissen wollt, muss ich kurz nachgucken. Sorry für den Boost. Ja, frei. Okay, schön. Wo kann ich denn das sehen? Könnt ihr mir das schreiben? Oh, 10 Zuschauer, seht ihr, Leute? Kommt nur einfach Geduld. Jetzt haben die Leute Feierabend, kommen von dem Homeschooling nach Hause. Aus dem Zimmer raus. Ich hab Durst. Ich muss mir gleich noch was zu trinken holen. Machst du weiter? Ich bin links von dir. Ja, leider nicht mehr bekommen. Macht doch nichts. Deiner? Ja. Ah ja, ich war super gespielt. Ich kam nur nicht ran, weil ich sehr schnell war. Der geht aufs Tor. Ja, mies. Ja, das sind die ersten. Also einer von denen ist nicht, einer von denen ist nicht schlecht. Ja, dieser Tommy ist schlecht, aber Ich habe heute eine neue Bahn hochgeladen, kannst mal vorbeischauen, Blue Wizard. Kann ich machen, ja. Du kannst auch gerne den Link hier reinschicken, ich habe damit kein Problem. Du kannst die anderen auch danach angucken. Oh lol. Kriegst du den? ja, Oh, schade. Ja, danke. Ich habe ihn so hauchzart berührt, weil wir direkt aufs Tor bringen. und warum nicht? Der ist nicht drin. Gott, wie lasse ich mich outplayen? Der war halt so viel früher dran als ich und trotzdem fahre ich hin. Ja, sorry, ich hab gedacht, du ziehst den nicht rüber. Dann gehe ich rüber, um den hier im Weg zu stehen. Alles gut. Der müsste relativ. Ja, nice. Ja, mit meinen Doppelsprungmöglichkeiten, die ich so habe, ne? Null Boost. Guter Pass.
Ich hab keinen Boost. Ist trotzdem drin, oder? Nee. Also nicht. Liegt nicht auf unserer Seite. Boah, Schade. ich dachte mir, der ist Ja, bestimmt schon. drin, dann probiere ich zumindest ihn nach links zu spielen. Wäre er reingegangen? Muss, nee, ja. Ja, doch, okay, der wäre auf jeden Fall rein. Okay, dann nicht so schlimm. Bin jetzt wieder da, alles klar, Gravitax 219. Du bist doch auch noch in meinem Turnier Müsste drin, noch oder? die Diamond 3 irgendwas sein. Gravitax Ja? 219 ist, glaube ich, auch noch im Achso. Turnier. Müsste noch dabei sein. Ich mache mich jetzt nach dem Stream nämlich gleich an die Aufnahme vom Viertelfinale, kann ich dann hoffentlich morgen hochladen. Na Leute? Erstes Viertelfinalvideo morgen. Wahrscheinlich gegen 16 Uhr. Naja. Ja, Bock drauf. Aber hat Bock Das gemacht. heißt, müsste wirklich Diamond 3 Liga. Ja, mega cool, hat Spaß 2 gemacht. sein oder sowas. Ja. Ja, Liga 2, genau. Boah, mega. Cool. Ja. Coolio. Okay, ich hab's so Durst. Okay, dann bin ich jetzt weg, ne? Ja, mach's gut, gell? Danke. Tschüssi. Mach's gut, ciao. So, wir beenden hier mal Rocket League. Ja, Big Picture beenden, danke. Wie sieht's denn aus, Leute? Sollen wir Marvel on Stream spielen? Habt ihr da Bock drauf? Und dann ist halt die Überlegung, ob ich auf Twitch rüber wechsle oder das will ich nur machen, wenn ihr auch Twitch habt. Weil es bringt jetzt nichts rüber zu wechseln, dann kann die Hälfte nicht mitmachen. Und dann kann ich es auch auf YouTube streamen. Ist noch für manche geiler, wenn sie parallel ein paar Punkte sammeln können. Warum hast du mir für die grüne Kugel zum Turnier? Ja, das ist Zufall. Alles. Ich bevorzuge ja keinen. Ich sehe es positiv, dafür bist du die erste Kugel, die startet. Wann kommt Marvels? Könnte ich jetzt machen. Ich wollte noch nachgucken. Für euch. Wo kann ich denn meine Dingszahlen sehen? Wo sehe ich denn hier meine Wiedergabezeit? Was wolltet ihr wissen? Ihr hattet gefragt, wie meine Wiedergabezeit ist. Ja, Marvels auf Twitch. Ja, auf Twitch würde ich rübergehen, wenn genug Leute dabei wären, die hier im Stream sind und auch auf Twitch einen Twitch-Account haben. Schreibt mal kurz rein, ob ihr einen Twitch-Account habt, ja oder nein. Schreibt einfach ja oder nein rein. Weil es geht natürlich nur, wenn die Leute auch mit rüberkommen würden. Ansonsten müssten wir es hier machen. Aber spielen werden wir das auf jeden Fall. So, Wiedergabedauer. Wahrscheinlich Studio, oder? Boah, ich hab Durst, Leute. Schreibt mir mal kurz rein. YouTube Dashboard. Ja. Was seht man hier? Aufrufe. Wiedergabestunden. Das hier meint ihr, ne? Wiedergabezeit in Stunden 204. Habe ich. Ja. Analyse. Ja, das ändert sich nichts. Das ist die gleiche Zahl hier. 204 ist, glaube ich, die Zahl, die ihr meint. Das ist meine. Ja, okay. Ne, hier eben durchschnittliche Wiedergabedauer. Hier kann man es ganz gut sehen. So ein Livestream bringt natürlich ein bisschen mehr, ne? Marvel on Stream 7 Minuten. Prozentual ist es manchmal gar nicht so viel, weil ein Livestream natürlich sehr lang geht. Aber es ist eigentlich alles okay. Ne? Die Werte sind völlig in Ordnung. Alles okay. Schreibt mir mal kurz rein, ob ihr Twitch habt oder nicht. Einmal reinschreiben in den Chat in der Zeit, gibt mir 15 Sekunden, dann bin ich gleich wieder da. Hole ich mir kurz einen Schluck Wasser und gehe mal rüber zum Marvel on Stream. Ah, ich muss auf unbegrenzt gehen. Okay. Wo denn? Wo mache ich denn das? Ja, dass du Twitch hast, weiß ich, ne? Aber wo gehe ich hier denn auf unbegrenzt? Wenn ihr sagt, das sollen meine Nee, das sind meine gesamten Aufrufe, oder? Ah, nee. Stimmt, ihr habt recht. Hier.
Ah, hier oben. Okay, okay. Unbegrenzt. Ja, hier. Wiedergabezeit knapp unter 600. Aber ich kann das nicht einschätzen, Leute. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Müsst ihr mit eurem vergleichen. Keine Ahnung. Ich meine, ich mache ja schon ein bisschen größere, längere Videos, sagen wir es mal so. Von daher kann man den Zeitraum hier auch ein bisschen kleiner machen. Alter der Zuschauer, das will ich mal wissen hier. Oha, keiner von euch lügt. Ihr sagt alle, dass ihr 18 seid. Als ob. Guck mal hier. 17, 13, 17. Das, was ihr alle seid, ne? Oder fast alle. Kein einziger. Alle haben so ab 18er Accounts, damit sie auch alles sehen können. Geschlechter. Rechts oben, das ist viel. Ich habe 25. Ich habe nur 90. 90 ist auch viel. Ja, ist doch gut. Leute, Geschlechter. Weiblich sind 8,7%. Ich will davon, dass ein großer Prozentsatz bestimmt meine Freundin. Aber, Leute, guckt mal hier. Durchschnittliche Wiedergabedauer. Die Mädels gucken mir 20 Sekunden mehr zu als die Jungs. Haltet euch ran. Ja, was gibt's denn hier noch Cooles? Das ist ja witzig. Region. Gucken wir mal. Alles Deutschland, oder? Deutschland, hier. 69% meiner Klicks kommen aus Deutschland. Ich bin auch 18. Ja, ihr seid alle 18. Alle mit ihrem Daddy- und Mami-Accounts hier. Ja, ihr kleinen... schon klar. Ich bin ja Dead by Daylight Streamer. Das Spiel ist eigentlich auch ab 18, damit habe ich angefangen. Aber, tja. Schweiz, 107, ne? Da sieht man meine Wurzeln in die Schweiz. Österreich. Ah, hier, Chris, ne? Nee, war Chris Österreich? Ich weiß gar nicht. Luxemburg. Wir haben 25 Aufrufe aus Luxemburg. Da wohnen doch nur 25 Leute. Und Belgien mit einer durchschnittlichen Wiedergabedauer von 3 Sekunden. Guck mal bei Nutzer ohne Abo. Mache ich gleich, ne? Zugriffsquelle. Sau interessant, was hier so steht, ne? Zugriffsquelle. Sagt Bescheid, wenn euch das nicht interessiert. Ich finde es gerade nur interessant, was hier so drin steht. Hier meine Durchschnittswiedergabedauer. Ach so, ja, gut, das kann man nicht vergleichen hier, ne? YouTube-Suche. Extern. Playlists, das finde ich ja cool. Leute von meiner Playlist gucken es besonders gerne lange an. Abo-Quelle. Verlorene Abonnenten. Ich habe 87 Abonnenten verloren, Leute. Ich hatte insgesamt 192 Abonnenten und 87 sind abgesprungen. Macht 205. Sorry, ich hab Schluck auf. Bei mir 100% männlich und nur 18 bis 44 bei mir Zuschauer aus Südkorea. Wie witzig. Abo-Status. Nutzer ohne Abo, mit Abo. Die meisten... Oha, das ist echt interessant. Die meisten Aufrufe sind Leute, die kein Abo bei mir haben. Ich weiß auch, woran das liegt. Das sind wahrscheinlich sogar meine Freunde, die kein Abo bei mir haben, aber sich regelmäßig meine Videos ein. Aber keine Ahnung. Aber eine Menge Potenzial noch drin, wenn man hier guckt, dass die meisten Klicks von Leuten ohne Abo kommen. Gut zu wissen. Das heißt, man müsste mal dieses abonniert mich, dieses Daumen hoch und sowas mal ans Anfang des Videos machen. Ja, alles Gravitrax Aufrufe. PS4 müsste eigentlich auch sein, weil das sind meine Livestreams, sind meistens PS4. Gerätetyp, lassen wir mal weg, das interessiert halt gar nicht, ne? Ja, aber witzig. Coole Statistiken hier. Ich habe Nutzer ohne, wahrscheinlich so als ohne Abo 64. Ja, aber dann scheint das ja normal zu sein, oder? Wenn es bei mir auch so 69% oder auch so um den Dreh rum ist, dann ist das so. So, was wolltet ihr jetzt noch? Ihr wolltet, dass ich... Hälfte der Klicks aus Österreich. Ja gut, macht bei dir auch Sinn, Chris, ne? So, man hat wahrscheinlich immer sehr viele Klicks im eigenen Land. Also, die 600 Stunden hier ist auch voll in Ordnung. Also ich bin 18, sonst könnte ich aber bei DVD gar nicht zuschauen. Ja, sehr gut. Glückwunsch zum 15., 16., 17. und 18. Geburtstag am selben Tag. Glückwunsch.
Bei mir sind 16 Zuschauer aus Indonesien. What the fuck? Was macht ihr? Wo macht ihr denn Werbung bitte? Ist das bescheuert? Okay. Ja komm, wenn ihr... Jakob wird mich irgendwann mal hassen, wenn ich jetzt sage, wir machen das Ganze auf YouTube. Aber damit ihr alle mitmachen könnt, machen wir jetzt... spielen wir es halt auf YouTube. Und ich lasse mir mal irgendwas einfallen, was ich mal Jakob geben kann, damit er nicht immer enttäuscht ist, wenn ich dann sage, ich mache es jetzt doch nicht auf Twitch. Aber wenn ihr jetzt alle kein Twitch habt, dann ist ja kacke, wenn ich jetzt rüber wechsle. Na? So. 16 ist. Ne, klick mal auf aktuelle Anzahl. Was meinst du denn? Aktuelle Anzahl. Aktuelle Anzahl von was? Es ist aber so, dass man immer mehr als 50 Minuten kein Abo haben. 2000 Leute und 1000 Einwohner, das ist Deutschland. Ja, also ganz knapp bei dir, ne? Anzeigen. Aber wahrscheinlich wieder Analyse. Klick mal auf aktuelle. Klick mal auf aktuelle Anzahl. Anzeigen. Ja, du müsst mich kurz guiden. Bei mir 9 männlich. Ja, Chris, ich meine, das wundert mich bei dir, ne, weil du sitzt ja so vor der Cam und meine kann ja schon mal als Mädel so hui, ne? Mal ein bisschen länger da bleiben, oder nicht? Kannst du mal eins von meinen Videos anschauen, können wir gleich machen. Ich würde noch kurz wissen, hier Gravitax 219 sagt Abos rechts. Abos. Aktuelle Anzahl Anzeigen. Ja gut, das ist halt, ist ja bekannt, ne? Das geht hoch und runter bei mir. Das ist ganz... Guck mal. Was haben wir hier? 16.04. Das war Anfang des Turnieres, ne? Ja, hier. Der Peak war, als mein Turnier angefangen hat. Bumm. Ja. Nee, wisst ihr, was da passiert ist? Hier, bei 192, war mein Video mit Kugelbahn. Ja, hier hat das Turnier angefangen, hier ging es hoch, dann kam Kugelbahn, nochmal ein paar. Leute, ich kann euch, ich mache euch jetzt eine Ankündigung, okay? 2 Ankündigungen. Weil ihr gerade hier so treu im Chat seid und zuguckt und sowas, deswegen erfahrt ihr es jetzt als erstes. Also, passt auf. Erstens, mein Finalvideo wird zusammen mit Kugelbahn gemacht. Finale wahrscheinlich auf meinem Stream, auf meinem Kanal zusammen mit Kugelbahn. Ihr Wichser hier, ich sehe hier Abozahlen 102. Abo. Ihr seid mies. Ihr seid mies. Dann machen wir es weg. Wenn ihr das so ausnutzt. Also, Kugelbahn kommentiert mit uns gemeinsam das Finale von unserem Turnier. 15 Runden wird es gehen, also richtig nice. Erste Ankündigung. Zweite Ankündigung. Es wird demnächst einen Stream geben, wo ich das Spiel entweder Formel 1 oder, oder das Spiel Wreckfest. Ist auch ein Spiel mit Autos, wo man sich kaputt rammt, macht mega Laune. Werde ich zusammen mit Steffen streamen. Also ein Livestream mit ihm und mir zusammen. Könnt ihr euch darauf freuen, dass beides kommt demnächst. Da treffen sich Steffen und ich und dann haben wir beide ein Lenkrad und dann geht's ab. Dann wird gezockt. Livestream mit Kugelbahn zusammen. Und das Finalvideo von meinem Stream. Ich hasse dich jetzt schon. Ich hatte ja mal ein Abo bei dir auf Twitch und genau in diesem Monat streamst du nur 2-mal. Wenn du das nächste Mal Abonnent bist, werde ich mehrfach streamen. Gravitrax Player hat abonniert. Das Geile ist, ich krieg von euch gerade genau auf mein Handy, wer mich kurz deabonniert hat und wieder abonniert hat. Ich weiß genau, wer die Übeltäter waren. Gravitrax Player hat deinen Kanal abonniert. Jetzt bin ich mir bei Gravitrax Player tatsächlich nicht sicher, ob er es vorher schon abonniert hatte. Ah, ihr seid Frechdachse hier, ne? Gnadenlos. So, Marvelon Stream, Leute. Ab geht's. Bei Echtzeit. Bei mir sind alle Zuschauer zwischen 18 und 24. Kannst du auch ein Video von mir anschauen, bitte? Ach so, ihr wollt ja nicht Videos von euch angucken.
Ja, wollt ihr, können wir auch machen, wie ihr wollt. Wir können entweder jetzt uns von euch angucken oder wir spielen Marvel on Stream. Was euch lieber? Ich meine, ich will ja dem Chris hier nichts wegnehmen. So Livestream-Reaction-Videos kann ich gerne machen, wenn ihr wollt. Kann ich auch jetzt für 1, 2 Videos machen. Aber eigentlich ist es ja so Chris sein Ding, ne? Bin mir sicher, wenn wir es hier nicht schaffen, dann macht das Chris morgen für euch. War die ganze Zeit treuer Abonnent. Ich war die ganze Zeit treuer Abonnent. Mhm. Ja. Leute, warte mal. Ich will ja niemanden anprangern hier, ne? Komm, werd scharf. Neu. Oh! Scheiß Handy. Gravitrax Player hat deinen Kanal abonniert. Vor einer Minute. Ich bin treuer Abonnent. Ja. Geil, wenn man das die Nachricht direkt aufs Handy kriegt. Wer da sich einmal den Spaß gemacht hat. Nein, das war jetzt okay. Ja komm, dann guck mal die kurz an. Danach spielen wir hier Marvel on Stream. Alles klar. So, dann machen wir hier eine kleine Session. Gucken wir eure Videos an. So, was hatten wir denn hier zuerst? Wir hatten einmal... wir haben Luffy, wir haben ein Video von Trax-Trail, aber irgendwer hatte vorhin schon ganz am Anfang geschrieben. Ich will fair sein und den als erstes zeigen. Wer war denn das? Wer hatte mir vorhin ganz am Anfang geschrieben? Ich sehe es hier gerade nicht. Könnt ihr mir das mal kurz fairerweise sagen, wer der Erste war? Ich will jetzt nicht irgendwie eine unfaire Reihenfolge machen. Es geht schon okay, da habe ich länger Zeit für den nächsten Stream. Eins von mir bitte auch. Ja, komm. Eins auch bitte. Also haben wir Luffy, Chris. Was hat Iffe denn geschrieben? Ich sehe von Iffe nur? Egal. Aber was hat er geschrieben? Achso, egal meinst du, ob ich hier was ich zuerst mache. Okay. Na, da müsst ihr mir halt reinschreiben, okay. Also ich habe jetzt Chris, Luffy und Trax-Trail bei mir drauf. Wir gucken eh alle an. Okay, ich mache euch hier mal die Musik aus. Ihr müsstet die Musik sogar bei meinem Stream hören können. Ah ja, das Video hier, ne? Du meinst dieses viele Kreuzungen. Das gucken wir uns an. Ja. War auch ein geiles Video. Ich, meins auch bitte. Hier. Meins. Das seid ihr, Leute. Das hier seid ihr. Das hier seid ihr. Wenn es darum geht, wessen Video soll ich als erstes zeigen? Ihr seid die ganzen Möwen. Die geilste Szene ist eigentlich der Moment, wo die durch dieses geile Sonnensegel durchfahren. So witzig. Zischen die da einfach durch. Ja. Und jetzt ab geht's. Ja. Ja, also das seid ihr. Nur zur Info, wenn ihr alle Bescheid wisst. Okay, jetzt haben wir das geklärt. Jetzt gehen wir rüber. Und haben gesagt als erstes, ja, let's go. Ihr guckt mal, wie es mit dem Ton aussieht. Ich versuche es ein bisschen lauter zu machen, wenn es euch zu laut ist. Meins. Let's go. Ja, Kaskaden, ne? Beste Erweiterung, haben wir ja abgestimmt im letzten Stream. Nachricht zurückgezogen. Hast du aber falsch geschrieben. Die einfach alle gerade das gleiche Lied immer wieder im Hintergrund haben, ne? Ich finde, die feiern die Videos, aber das Lied habe ich jetzt schon so tot gehört.
Es sieht halt geil als Thumbnail aus, ne? Du hast so diese 1000 Kreuzungen da und die Kaskaden. So rein vom optischen. Oh, jetzt ist es zu laut, Leute. Das geht, oder? Ich lass es mal so und ihr sagt, ob es zu laut ist. Also bei den Kaskaden sieht natürlich geil aus. Okay, okay. So, dann hat man noch, wen haben wir noch? Wir haben noch Chris, wir haben Iffe und wir haben Luffy. Ihr kommt sowieso alle dran. Luffy. Ah, Luffy Gravitrax. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ich glaube, da fehlt ein Strich dazwischen. Ah, hier. Luffy, guck mal, das neueste Video vermutlich, oder? Das hier? Erstmal Like da lassen, Leute, Ehrensache, ne? Okay, okay. Mhm. Ah, Trampoline, Träumchen. Dann wieder nach oben. Also fast. Wo ist die Kugel? Ach, da unten drunter, hat man kaum gesehen. Bam, bam, bam. Vielleicht beim nächsten Mal. Also du hast die Kamera jetzt starr hingestellt, ist in Ordnung. Obwohl, ja, wie will man es besser machen, ne? Das ist schon okay. Muss halt dann 3-mal aufnehmen. Ja, das typische Pendel. So, da könnt ihr euch schon mal auf ein neues Produkt freuen, Leute. Es kommt was Neues raus, was diese Pendel-Sache noch geiler macht. Und noch viel zuverlässiger. Es kommt bald ein neues Teil auf die eine oder andere Weise raus, mit dem ihr das richtig schön schräg stellen könnt. Könnt ihr euch drauf freuen. Mehr sage ich nicht dazu. Hier, wie man immer versucht, so, ne? Da oben schreibst du so rein 2,5 Minuten Bahn, ne? Wenn man versucht, Zeit zu gewinnen, erstmal pendeln lassen, immer weiter und immer weiter, so oft es geht. Habe ich am Anfang auch gemacht. Damit kann man einfach so viel Zeit rausholen. Ein Video von dir hat fast 1000 Aufrufe? Mach die mal voll. Du hast fast 1000 Aufrufe im Video? Was hast du gemacht? Hast du dich ausgezogen oder was? Holy. 1000 Aufrufe. Mit so eine Abozahl ist nicht schlecht. Echt nicht schlecht. So, hier fehlt ein bisschen die Musik. Ich leg mal die Musik in den Hintergrund, okay? Ah, ist ja witzig, dass man diese Lüfte so klein machen kann. Das finde ich halt immer das Nervige. Man muss dann auf diesen Knopf drauf drücken, ne? Von Kugelbahn? Sag ich nicht. Es kommt auf jeden Fall ein neues Teil. Könnt ihr euch drauf freuen. Ach so, dein 1000 Dings Video dauert 17 Sekunden. Ja, da kriegt man natürlich die Klicks schneller zusammen, ne? Das ist aber ganz angenehm. Ich 800. Ja, mein bestes Video ist auch bei 910 oder so. Ist mein Pack-Opening-Video von Ravensburger. Mit damals 35 Abos ist das halt schon stark, ne? Nee, es ist in Shorts gekommen. Ah, okay, okay. Ja, Glück. Was, du hast auch einen Aufruf von 1000? Was macht ihr? Sitzt den ganzen Tag davor und klickt ihr euch selber hoch? Oder wie kriegt ihr die zusammen? Holy. Wäre ja fast schon eifersüchtig. Ah, cooles Video hier, ne? Schön flache Bar, macht richtig Spaß zuzugucken. Oh, Highlights, Leute. Highlights kommen noch. Boing, boing, boing. Richtig nice. Schön. Oh, Leute, warte mal. Gebt mir mal eine Sekunde. Ich zeige euch mal, was heute ankam bei mir. Warte, lass uns natürlich noch zu Ende gucken. Sehr cool. Gib mir eine Sekunde. Ich bin wirklich nur 5 Sekunden weg. Ich komme gleich wieder. Und wieder da. So. Und zwar, passt mal auf hier, was wir haben. Und zwar habe ich ein neues Teil gekriegt. Hoffentlich sieht man das in der Kamera. Mal gucken. Eine Kreuzschiene. Richtig nice. Für meine Rennen dann zukünftig können wir die nämlich dann auch direkt auf der Strecke gegeneinander fahren lassen. Ich muss mal gucken. Ich kann natürlich nicht riskieren, dass die jede Runde sich rammen, weil dann fliegt die Kugel da raus und dann muss ich es neu aufnehmen. Aber ab jetzt mit Kreuzschienen unterwegs, wenn ich meine Formel 1 Rennen fahre. Wird bestimmt cool, freue ich mich drauf. Hoffe, das gefällt euch dann natürlich auch. Okay, so. Was habt ihr denn geschrieben hier? Bla bla bla, ich habe 1000, ich habe mehr, haha, du kannst gar nichts.
Nehme damals 10 Abos. Hey, ich bin voll gut. Ja, Vater in 5 Tagen mit 5 Abos. Hä? Video von Freitags App geht immer ab. Er heißt Refort. So, wir haben Luffy. Wir haben noch offen. Trackstraight haben wir angeguckt, Luffy haben wir angeguckt. Iffe fehlt uns noch. Und dann fehlt uns noch Chris, ne? Genau. Also, Iffe als nächstes. Vor einer Woche. 60 Abo-Special, Leute. Moment mal. Wer hat da meinen Stream-Sound geklaut? Als allererstes. Das ist doch mein Abspann-Sound von meinem Stream. Das ist der hier. Hier haben wir ihn. Das hier. Oh, spielt er nicht ab. Mag er nicht. Ah, jedenfalls ist das mein Stream-Sound. Vergesst mich nicht. Ich hab ja am Schirm. Also, klaut er mir meinen Stream-Sound. Und dann so ein Cut drin. Iffe denkt sich so, Cut! Das war mein Intro. Ich find's cool, gell? Verstehe das gerade nicht, als ob ich dich auslachen würde. Ich feiere das gerade, was für einen harten Cut du da rein machst. Es baut so auf und du denkst so, jetzt geh ich gleich ab und dann so, Cut! Jetzt kommt mein Video. Also nicht als Auslachen verstehen, ne? Ich feiere sowas. Das ist total witzig. Oh, Vollbild. Achso, das mit den meisten Views. Achso, ich bin bei Iffe drin. Nice. Leute, mir fällt gerade was auf. Hat einer von euch mal ausprobiert? Diesen Spinner, kann man den auch wieder aufladen, indem man eine Bahn zurückführt. Also du drehst ihn und dann geht er die Schiene ja runter. So, dann fährt er sonst wohin. Jetzt fährt er irgendwie die Bahn und kommt oben wieder an, fährt diese Schiene wieder rein und ploppt wieder auf den Spinner drauf, dass man ihn quasi wieder auflädt. Geht das? Kann das mal einer von euch irgendwann mal ausprobieren? Dass wenn man die Schiene auf den Balls und Spinner zurückmacht, ob die Kugel dann darauf einrastet und wieder oben liegen bleibt? Vermutlich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, aber es wäre cool, wenn es gehen würde. Wenn ihr versteht, was ich meine gerade, ne? Also einen Balls und Spinner sozusagen aufladen und dann, dass man ihn dreht und dann geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Ideen habt für Bahnen, dann könnt ihr sie in die Kommentare schreiben. Kann man den Balls and Spinner auch aufladen? Abschicken. Provisorischen Like da lassen. So, jetzt haben wir noch Gravitrax Player und den Chris. Christon. Oh, ich habe ihn falsch geschrieben. Ich habe ihn völlig falsch geschrieben. So, dann gucken wir mal. Du willst, dass wir dein Video mit den meisten Views anschauen. Du hast leider nicht die Kategorie, dass du... Ja, wir gucken kurz, wo du es hast. Ich hoffe, es sind nicht zu viele. 100, 400, schon nicht schlecht. Stark. 400, 600, da 901, du meinst das hier, ne? Vor 4 Monaten. Alter, so viel Likes. Stark. warte mal, was? Die Idee ist cool mit dem Zurückgehen. Das habe ich mir sogar damals angeguckt und gedacht, eigentlich nice Idee für theoretisch. Wenn es ganz zuverlässig ist, könnte man das in eine Formel-1-Strecke einbauen. Beziehungsweise ich könnte es in eine Rennstrecke einbauen, weil das würde sich ja immer wieder aufladen, dann geht's mit dem Lift nach oben und dann könnte ich das wieder fahren. Das würde funktionieren. Kommt hier immer nur eine Kugel raus aus dem Ding? Ja. Es funktioniert. Das funktioniert. Sehr gut.
Moin bei Kugelbahn. Das ist ja cool. Leute, merken. Luffy. Liken, habe ich nicht geliked? Wo habe ich nicht geliked? Als ob ich nicht geliked habe. Schande über mich. Ich habe geliked. Da, ich habe geliked. Alles gut. Haben wir Angst gemacht, Luffy. Aber Luffy habe ich auch geliked, oder? Macht mir keinen Ärger. Ja, Luffy habe ich auch geliked, alles klar. So, dann haben wir jetzt noch das Video von Gravitrax Player. Gravitrax Player. 77, nicht schlecht, nicht schlecht. Sollen wir das Neueste angucken? Boah, guck mal, das ist... Du hast krass viele Klicks. Wieso hast du so viele Klicks? Nicht schlecht, also Kompliment, gut. Cool, freut mich für dich. Guck mir das Neueste an. So. Heute seht ihr eine Gravitrax-Bahn mit dem doppelten Looping. Da sind wir mal gespannt. Ja, und wieder die Musik. Jeder nimmt dieselbe Hintergrundmelodie. Du hast eine schöne Kameraführung. Hast du ein Stativ? Vermutlich, ne? Ah, vielleicht doch nicht. Ah, du hast eine tolle Bildqualität. Ich hätte auch gern so ein Handy. Echt tolle Bildqualität. Deinen Kommentar selber liken macht eh jeder von euch, lügt nicht. Jeder, der sagt, dass es nicht macht, lügt. Coole Idee mit dem Start dort. Gefällt mir gut. Das ist eine geile Idee gewesen. Ein leicht schräges Trampolin, er fällt direkt runter und geht dann weiter. Das ist cool. Witzige Treppe. Ah, so kann man den natürlich auch verwenden, Leute. Das ist ja cool. Das muss ich mir mal merken. Hier, diese Dinger so übereinander machen. Ich glaube, ich habe so 5 Stück davon. Ich weiß nicht, ob ich so eine ganze Reihe voll kriege. Aber die Idee ist nicht schlecht, das so umeinander zu machen, weil dann kippt es nicht um. Wie kriegst du es hin, dass das hier nicht umkippt, das obere? Müsste das nicht umfallen, wenn hier nichts draufsteht? Oder ist das so stark ineinander gedrückt, dass dann das nicht kann? Von Greifers von mir habe ich mit dem Wortspinner hochgeladen. Kannst du zwar reinschauen, ja, können wir danach mal machen. Ah, schade, dass die eine Kugel da hängen geblieben ist. Ich habe voll mitgefiebert. Ah, cooles Video. Aber es tut fast schon weh, eine Gauss-Kanone zu sehen. Ach so, die geht nach oben. Das sieht hier nur so aus, als wäre es eine kleine Schnelle, aber es geht nach oben. Okay. Dann doch keine Verschwendung. Das durch. So angenehm, ne? Seit die Wurmlöcher hier durchgehen können durch diese Löcher. Super geil. Sorry, dass ich so oft unterbreche. Wenn ich nur was kommentiere, dann will ich gerne auf die Einzelheiten eingehen, sodass ihr auch mehr davon habt. Deswegen seid mir nicht sauer, wenn ich die Videos immer mal kurz stoppe und um auf was einzugehen, was mir gerade auffällt, weil das vergesse ich sonst wieder. Und ich bin sowieso jemand, der gerne in den Kommentaren sehr ausführlich schreibt, was er denkt. Deswegen verzeiht mir das oder nimmt so hin. Auch das hier ist eine coole Idee mit dem Dipper darunter. Ich brauche unbedingt auch ein Katapult, ne? Ich habe keins. Sind das normalen Gummis, die mitgeliefert werden? Oder ist das weil es war jetzt gerade schon weit, wie der geschossen hat, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Moin! Banyu, oder wie nennt man das? Banyu? Oh, hier kann ich dir noch einen Tipp geben. Hier hast du Subscribe drin. Das hast du safe aus dem Internet rauskopiert und dann hier eingefügt. Ich kann dir nachher, komm da mal auf mich zu, ich zeig dir, wie du dieses grüne Ding hier wegkriegst. Notfalls mache ich es dir mit meinem Greenscreen-Programm, mache ich es dir weg. Dass du nur da stehen hast, Subscribe, es sei denn, du möchtest es gerne mit dem grünen Hintergrund. Ich finde aber, das ist immer schrecklich, weil du tippst es dann ein, dass du gerne so einen Subscribe-Button-Animation hättest und die ist dann mit dem Greenscreen hinterlegt, klickst einmal Rechtsklick drauf, nimmst den Greenscreen raus, dann hast du es einfach mit dem Hintergrund, der eigentlich dahinter wäre. Ne? Also hier nochmal als Tipp, könnt ihr hier sehen, wenn es jetzt so aufploppt, hier unten rechts, seht ihr jetzt hier, zack, abonnieren, dieser Klick, diese schöne Animation und die könnt ihr aber auch ohne dieses Grün im Hintergrund machen.
Ich werde euch sowieso bald eventuell ein Video machen, wo ich zeige, wie man diese ganzen Sachen hier mit Greenscreen und was weiß ich nicht alles, pipapo, wie das alles, was man damit alles machen kann und wie man damit schneidet und aufnimmt und so. Wenn euch das interessiert, würde ich da ein Video vielleicht mal dazu machen, irgendwann. So ein Herzensprojekt, ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Cooles Video, echt cool. Aber ich weiß jetzt auch, warum du hier so hohe Klickzahlen hast, weil die Qualität einfach mega geil ist. Aber wie gesagt, wenn du das mit dem Daumen hoch da anders animieren willst, gibt es noch Möglichkeiten, das zu verbessern. So, jetzt habt ihr ganz viel geschrieben. Ja, das Video kenne ich schon. Ist ein iPad Pro. Okay, ja gut, da kann ich natürlich nicht ganz mithalten. Bei Gravitax, genau. Ich gucke mir jetzt die Bahn zum 4. Mal an. Mit Küchenrolle geht das. Moin. Kuchengummis. Okay. Katapult habe ich seit 3 Jahren. Das schauen auch alle und ich gestern das Typ angeschaut habe. Echt? Ist das so? Aber die Leute haben halt auch gefragt, ne? Sorry, Chris. Was wollten wir jetzt? Wir hatten noch irgendwo eins auf dem Schirm. Was war denn das nochmal? Das mit den Balls und Spinner. Das hast du hochgeladen. Sollen wir uns das angucken oder wolltest du es einfach nur sagen? Gott, was haben wir denn hier? Neue Abonnenten, Leute. Hier habt ihr die Übeltäter, ne? Gravitrax Player. 3-mal deabonniert, wieder abonniert. Quizstone. Selbst Quizstone, ne? Der ganz treue. Einmal deabonniert, wieder neu abonniert. Und Tim kam vorhin dazu. Jetzt noch meine Bahn, alles klar, dann machen wir das noch. Welche denn? Schick mal den Link am besten hier direkt rein. Das war der Livestream. Meinst du das hier? Von Chris. Bin nochmal kurz weg. Alles klar, Jakob, bis gleich. Gravitax-Bahn 2 angucken. Die zweite hier vorne. Alles klar. So. Okay. Ich hoffe, man kann das erkennen, aber es ist halt einfach, diese Short-Videos sind meistens aufrecht-Format ins Spiel. Oh, warte mal, das muss ich jetzt nochmal genau gucken. Du lädst ihn hier auf. Hier geht's los, okay. Der dreht sich, zack, geht hoch mit der Kaskade, wird hochgeschossen und lädt sich tatsächlich selber wieder auf. Das ist cool. Ja, geile Idee. Cool, dass du es gemacht hast. Echt nice. Okay. Ja, super geiles Video. Abo, liken, ja. Coole Idee. Abo, liken, TikTok und was war das andere? Da stand irgendwas mit Kugelbahn drunter, oder? Hier unter der Schiene, das hat man leider nicht so ganz erkannt. Beim nächsten Mal kannst du sie ja hier drunter legen, wo noch Platz ist, wo keine Schiene drüber ist. Aber coole Idee. Echt coole Idee. So, Leute, jetzt gehen wir rüber. Marvel on Stream spielen. Noch ein bisschen dazu kommen, sollten wir vorhin machen. Ich trage da eure Namen wieder ein. Ihr schreibt jetzt einmal, während ich das Spiel anmache, in den Chat, wer alles mitmachen möchte. Ihr müsst nur einmal ihr schreibt nur einmal euren Namen rein, so wie ich ihn hier notieren soll. Und dann seid ihr bei den Rennen mit dabei. Danach müsst ihr nichts mehr eintippen. Und dann kommentiere ich das Ganze ein bisschen nach. So, Kugelbahn ist auch da. Hi. Hi Steffen. Wir wollten gerade wechseln hier zu Marvel on Stream. Haben jetzt gerade lange Rocket League gespielt, haben jetzt noch ein paar Videos angeguckt, noch ein paar Sachen besprochen. Und jetzt wollten wir mal hier gucken, dass wir noch ein paar Bahnen fahren. Wir müssen diesmal nicht mal Ausrufezeichen Play in den Chat schreiben, das mache ich für euch. Und dann legen wir los. Und dann muss ich mal gucken, dass ich hier eintrage, wer denn alles mitmacht. Names. Also. Gravitrax Player ist da. Dann Trackstray mit den gut riechenden Socken.
Wir ändern den Namen in mit riechenden Socken. Finde ich lustiger. Lenny Penny habe ich schon drin vom letzten Mal noch. Ich mache mal kurz ein bisschen Musik an. Also. Muss man was dafür machen? Nein, gar nichts. Ich trage einfach nur deinen Namen ein, dann bist du mit dabei. Du musst gar nichts machen. Du hast einfach nur eine Murmel hier dabei. Und dann läuft der Lachs. Ich schreibe einfach nur Luffy hin, okay? So, also wir haben Gravitrax Player. Wir haben Trackstrail, Lenny Penny. Iffe ist auch da. Dann kommt Kugelbahn noch mit rein. Wie war dein Spaziergang? Ich hoffe doch schön. So, Gravitrax Player haben wir schon. Ja? Chris. Chris macht noch mit. Gravitrax 219 habe ich noch gesehen. Wer noch? Iffa haben wir drin. Jo. Ich glaube, das passt, oder? Gejoggt. Oh, nix spaziert hier. Harter Sport. Gejoggt. Der gute Mann. Ist der Allerechte. Ich hab dich hier schon als Chris drin. Ich überlege gerade, einer fehlt. Ich hoffe nicht. Ender. Ich lasse es mal so, Chris. Macht ja nichts draus. Okay, wir starten. Wie starte ich? Race. Achso, wie viele Leute sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Leute. Nur kurz einmal wieder reinkommen. Das ist halt Hauptsache Sport, ne? Hauptsache Sport, Leute. Ganz wichtig. Gerade wegen Corona sitzen wir alle nur zu Hause. Keiner macht was. So. Der blaue Kugelbahnname ist einfach nur der Streckenrekord. Den gilt es zu schlagen. Macht aber nichts, wenn er es nicht schafft. Dann schauen wir mal zu hier. Was ist das für eine geile Strecke hier? Hui. Die sieht jetzt total aus. Also Luffy vorne. Fällt der Ende auf, kriegst du alle echte. Nö. Das muss man sich verdienen, ne? Kostet 10 Euro. Upsa, Maus verzogen. So, Blue Blizzard ist erster. Wen hätte es gewundert? Ist ja auch der... Oh ne, Luffy ist erster. Nächster. Aber was macht der Rest? Oh, Luffy geht aber auch hier durch, ne? Uiuiui. Und Gravitrax 219 gammelt da oben noch so ein bisschen. Luffy hier mit guten Chancen. Kugelbahn hat er da seinen Streckenrekord damals in der Mitte einfach den Weg genommen. Ganz, ganz frech. Also richtig am Schummeln. Nice mit vorne, ja. Frage ist, wer am Ende vorne ist. Da Luffy schleudert es nach vorne. Gucken wir mal ein bisschen zu. Ja, sieht ganz gut aus für Luffy. Geht hier sauber durch. Muss nicht einmal... jetzt einmal nach oben. Bloß nicht da an der Stelle rausfallen. Passiert aber nicht. Wird von diesen Trommeln zurückgeschlagen. Dadurch wird das Ganze doch ein bisschen spannender. Wir schauen mal ein bisschen aus der oberen Sicht zu. So, Luffy jetzt hier mit der Chance durchzugehen. Passt auch. Und jetzt hier nicht durchfallen durch die Mitte. Ganz knapp. Reicht aber. Luffy wird erster. Glückwunsch. Blue Blizzard, also ich bin zweiter. Trackstrail geht sauber durch, überholt mich hier. Und auch Iffe zieht vorbei. Jetzt heißt es hier nur nicht runterfallen. Iffe wird dritter. Iffe wird zweiter. Ich werde dritter. Und Trackstrail und Gravitrax 219 verabschieden sich. Nächste Chance hat Lenny Penny. Geht hier durch. Man kann durch diese kleine Lücke da in der Mitte kann man durchfallen. Man muss halt hoffen, dass man immer hin und her checkt. Lenny Penny macht den 4. Platz. Kugelbahn kommt auch durch. Oh, ganz knapp fast drüber gesprungen. Kommt aber auch durch. 5. Platz. Und Gravitrax Player verabschiedet sich ins Jenseits. Und der Chris immerhin noch ins Ziel gekommen. Also erster mit Luffy, Glückwunsch. Und dann gehen wir ins zweite Rennen.
So, let's go. Ja, Chris kommt jetzt erst unten raus. Boah, die Dinger spinnen aber ordentlich. Chris wird aber... Gravitrax Player wird da weggeschleudert wie sonst was. Aber wird Erster und bei mir und Kugelbahn läuft's gar nicht. Wir bleiben da hinten nämlich hängen. Werden da ordentlich durchgeschallert. Oh nein, das wollte ich gar nicht sehen. Ich bin raus. Aber für Gravitrax Player läuft's. Chris dich auf den Fersen, alle dicht hintereinander. Ja genau, also wenn da mal ein blauer Name ist, dann ist das einfach nur der Streckenrekord, also ein Geist sozusagen. Den dürft ihr nicht mitwerten. Hier geht es darum, wer von den weißen Namen Erster wird. Oh, hier wird nochmal bunt durchgemischt gleich. Gravitrax Player kommt super durch, Iffe auch und Chris bleibt da komplett hängen, verliert damit seinen zweiten oder dritten Platz. Muss jetzt sich da hinten anstellen, wird sogar von Kugelbahn eingeholt. Und Gravitrax Player holt sich hier den ersten Platz. Iffe wird zweiter, Luffy sogar dritter, also zweite Mal Podium schon. Lenny Penny wieder vierter. Trax Trail und dann Gravitrax 219. Wir warten hier noch auf Kugelbahn und der arme Chris war da auf Podiumskurs und kommt jetzt da hinten an. Ich bin als einziger rausgeflogen. Oh je. Naja, passiert. Beim nächsten Rennen wieder besser, ne? Glückwunsch, Gravitrax Player, erster Sieg. Und dann gehen wir ins dritte Rennen. Warum habe ich immer noch riechende Socken? Warum nicht? Und weiter geht's. Und ich hüpfe da komplett einmal durch und fall direkt runter. Why? Warum passiert mir sowas? Okay. Genug schlechte Stimmung. Toll. Ja, toll. Ja, passiert uns allen mal, ne? Hier kann man auch rausfliegen durch diese Bollen. Kann man hochgesteuert werden. Also aktuell ist Gravitrax Player ganz vorne. Und Gravitrax 219 dicht dahinter mit Lenny Penny auf Platz 2, würde ich sagen. So, ganz wichtig da hinten, Leute, das Ziel bewegt sich nach links und rechts. Selbst wenn ihr Erster seid, bringt das nicht viel, wenn das Ziel unter euch wegfährt. Ganz wichtig, hier das Ziel auf der richtigen Seite zu haben. Ganz unten. Oh, da unten, ihr seht das Ziel, Leute. Weil du Socken nicht wäscht. Was? Ja, genau, deswegen heißt es so, weil du deine Socken nicht wäscht. Mit 14 wird man selbstständig. Socken waschen. Oh, jetzt wird's spannend, Leute. Es ist richtig dicht. Dicht an dicht. Und das Ziel da unten bewegt sich. Oh, Chris verabschiedet sich. Und Ilfe bekommt die erste Chance, glaube ich. Das Ziel wechselt. Oh, wer wird Erster? Ilfe wird Erster. Gravitrax Player. Alles sind drin. Gravitrax Player zweiter, Lenny Penny dritter, Gravitrax 219 4, Kugelbahn wird fünfter und der Trax Trail fliegt noch raus. Und Chris und ich auch. Wo ist Luffy? Luffy ist da hinten, okay. Wo bin ich? Ja, da. Du warst nur nicht im Bild, weil du so weit hinten drin bist. Ich habe keine Ahnung, wo du hängen geblieben bist, weil hier kann man eigentlich gar nicht hängen bleiben. Da hinten, dieser weiße Strich, der da kommt, den solltest du beachten. Wenn du das nicht schaffst, wird aber locker reichen. Jetzt nur ins Ziel reinkommen, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja. Luffy kommt noch ins Ziel. 6. Platz damit. Ganz wichtig für die Punkte. Aber einfach eine halbe Minute später. Ja, Chris läuft nicht bei dir, ne? Dann gucken wir mal, wer hier aufs Podium gekommen ist in den 3 Rennen. 3. Platz. Geht an mich. Ippe wird Zweiter. Und der Sieger ist Luffy. Obwohl das letzte Rennen nicht so gut ausfiel, hat es insgesamt aber gereicht mit den Punkten. Dann machen wir weiter. Ich wasche mir Socken jeden Tag. Das würde ja bedeuten, dass du nur ein paar Socken hast. So, wieder 3 Rennen. Boogie. Okay, let's go. Easy win. Wo ist die Konkurrenz?
Okay, wir fangen an, Leute. Oh, das ist eine dunkle Map. Dann schauen wir mal. Gravitrax Player hier mit einem super Start, ne? Aber immer gut dabei, das ja. So, da jetzt bei der Wippe mitgehen. Das macht nur einer richtig gut und das bin ich. Kann meine Katze mitspielen. Bitte Pünktchen für die Cat. Das ist auch eine schlimme Würfel. Stimmt, wer hat schon stinkende Socken? Das sind nicht diese Socken. Schlüpfer, was so ein geiler Name, der auch schon ewig nicht mehr gehört. Ah ja. Oh, Gravitrax 219 ist raus. Dann gucken wir mal unten zu. Ich führe im Moment noch. Und Lenny Penny denkt sich so, adieu. Jetzt bloß nicht da auf diesen negativen Booster kommen. Sehr gut. Trackster und ich führen. Easy win. Und Chris knapp dahinter. Vielleicht fliegt er ja mal nicht raus. Rennen ist noch lang. Boah, also ein knappes Rennen zwischen mir und... Oh, Kugelbahn denkt sich auch so, nö, kein Bock zu gewinnen. Bin weg. DE. Oh, wenn Traxfield da, nee, schafft's auch nicht, geht dann auch nach außen. Und jetzt ist die Frage, oh, Traxfield fliegt fast raus. Da hinten ist in den Vulkan rein. Ich gehe mal ein bisschen raus mit der Kamera, damit auch die anderen sich ein bisschen sehen können. Schon 3 Leute raus. Lenny Penny, Kugelbahn, Gravitrax 219. Jetzt hier durch diesen Vulkan, durch dieses Vulkangestein durch. Das meine der Katze manchen ernst? Ja, ich auch. Oh, Trackstrail hat hier diese ewig lange Linie, die nach unten geht. Die ist zwar solide, aber die dauert auch lange. Guck mal, ich fall da durch. Oh nein, 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 nein. Nein. Das ist nicht passiert. Ach ja. Und Iffe da hinten, ne? Okay, wir gucken mal hier vorne zu. Iffe ist da hinten. Oh. Aber hat den schnelleren Weg vielleicht. Gucken wir. Njau, njau, njau. Uiuiui. Ist ja schon spät, ne? Aber eine Stunde ins Bett oder so. Ja. Schon 18 Uhr. So, Iffa ist als erster raus. Mal gucken, was macht denn hier... Alter, Iffa hat wirklich alle überholt über den Weg da oben. Ist aber auch viel schneller. Aber das Problem ist, die anderen können jetzt hier schön die schnelle Spur fahren. Die holen jetzt auf. Iffa muss da links, rechts Slalom fahren und Trackstrail mit den riechenden Socken zieht da vorbei. Fällt da jetzt runter den Trichter und hat die Führung übernommen. Und auch Chris kommt hier runter. Mal gucken, wo sich Iffa einpegelt, weil der muss da jetzt erst einen kleinen Parcours fahren. Oh, das wird richtig knapp, Leute. Trackstrail gewinnt das Rennen. Und jetzt geht's da in dieses Ding hier rein. Da kann auch nochmal ordentlich was durchgesteckt werden. War aber schon in Hamburg. Ja, ja, wir haben ja schon 19 Uhr gehabt. Ich glaube, sag mal 19 Uhr, ne? Ich habe halt auch nur Wasser zum Trinken. Ansonsten haben wir hier in Hamburg eigentlich nur Astra. Schönes Pauli-Bier. Astra. Und ich trinke immer gerne ein Rothaus, wenn ich unten in Freiburg bin. Mein Lieblingsbier. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Ich spiele hier Murmelbahn. So, Trackster wird erster, Iffe zweiter, Gravitrax Player dritter, Luffy wird vierter. Und der Chris kommt auch noch ins Ziel, holt den 5. Platz. Und die anderen sind alle rausgeflogen. Dann gehen wir ins Rennen Nummer 2. Schon ein guter Start für Jakob hier. Easy win, ja, ist so. Ich sitze 20 cm weg vom Bildschirm und starre dich an. Okay. Das ist ja auch überhaupt nicht gruselig oder so. Ach ja. So. Kugelbahn für dich. Wreckfest ist fast runtergeladen. Ich hab Bock drauf. Nicht heute, ich glaube, ich bin ziemlich kaputt und auch zeitlich wird das beim beiden wahrscheinlich zu eng, aber ich hab Bock drauf. Hui. Bam. Hui. Bloß nicht rausfliegen, Leute. Ja, alle geschafft, ne? Keiner rausgeflogen. Mhm. Nein, Blue Blizzard ist raus.
Was hat meine Kugel heute? So masochistisch. Nee, Suizid. Suizidisch? Was ist das Verb von Suizid? Ui, stark. Gravitrax Player mal wieder ganz vorne dabei, wie immer eigentlich, gefühlt. Und hier heißt es jetzt bloß nicht hängen bleiben. Das ist so eklig, wenn du hier in diesem Ding hängen bleibst, dann frisst sich die Wand irgendwann auf. Aber Gravitrax Player macht's gut. Trackstray verabschiedet sich. Gravitrax Player Sieg. Erster Platz. Lenny Penny zweiter. Iffe ist raus. Chris, was machst du? In den Trichter? Noch schön Podiumsplatz holen? Yeah. Dritter Platz. Gravitrax 219 und Kugelbahn streiten sich da um den letzten Platz. Der Rest ist schon raus. Und das holt Gravitrax 219. Glückwunsch an euch, dass ihr überhaupt ins Ziel gekommen seid. Tja, ein kleiner Junge darf nur Wasser trinken. Ich bin 1,85 groß. Ich weiß, ja, Jakob, du bist fast auch so groß. Kurz mich bestimmt auch noch ein. Aber ich bin schon, ich habe eigentlich so die perfekte Größe. 1,85. Das ist eine perfekte Größe, weil du kommst überall ran. Du bist nicht zu groß, sodass du mit Kleidung irgendwie ein Problem hast. Für Frauen ist es die, also kommt natürlich auch auf ihre Größe an, so, aber es ist so eine gute Größe, so einen Freund zu haben in der Größe, weil er immer vermutlich, ich gehe mal davon aus, mehrheitlich größer als, also potenziell größer ist als Mädels. Ich weiß gar nicht, was die Durchschnittsgröße von Frauen im Gegensatz zu Männern ist. Ich wette, da sind so 15 cm bestimmt in Schnittdifferenz. Würde mich mal interessieren, die Statistik. Aber jedenfalls, die Größe ist relativ gut. Meine Freundin geht mir so bis zum Kinn mit dem Kopf. Und das ist eigentlich perfekt. So, da kannst du den Kopf so leicht runter machen. Ich hatte mal eine, die war viel zu klein. Wir hatten irgendwie so einen Unterschied. Und das war echt problematisch, weil du musst als Kerl, wenn du so küssen willst, immer so auf die Knien so runter, so als so ein halber Heiratsantrag machst du dann jedes Mal. Und es fühlt sich auch komisch an. So. Ja, die war ein bisschen klein. Ich hoffe, sie guckt den Stream jetzt nicht, aber das ist äußerst unwahrscheinlich. Es ist sehr unwahrscheinlich. Aber das würde mich mal interessieren. Was ist denn so der Unterschied? Warum kein Among Us? Ich weiß nicht, wir streamen immer was anderes. Wir haben so unsere Kiste voller Spiele. Among Us ist eins davon, aber Among Us ist kein Streamspiel. Also du wirst mich in einem Stream vermutlich nicht sehen, wie ich Among Us spiele. Weil da gucken mir die Leute einfach nur rein und gucken, ob ich Imposter bin oder nicht. Das bringt nichts. Also Among Us gerne, aber nicht im Stream. Beim letzten Mal haben wir es ja auch ohne Stream gespielt, Silverball. Hi, erstmal willkommen im Stream, ne? Ich bin 1,69. Genauso groß ist meine Freundin auch. Meine Freundin ist 1,69, ich bin 1,85. Ich habe letztens mal wieder so einen Zollstock rausgeholt und mal ihre Größe gemessen. So, Chris, das sieht gut aus für dich hier mit deinem ersten Sieg, nachdem das am Anfang ja nicht so geil lief, ne? Chris wird Erster. Wir schauen mal, was wir hier hinten machen. Boah, richtig weit hinten dran. Aber Luffy immerhin Zweiter. Und da hinten kommt auch schon die Wand. Seht ihr dieses bläuliche? Oh, warte mal. Kameraführung. Das Blaue da hinten ist die Wand, die euch auffressen will. Da rede ich vor allem von Lenny Penny, ne? Da hinten. Okay, wir gucken mal, was hier vorne so abgeht. So, Trackstrail mittlerweile Zweiter. Luffy Dritter. Bleibt er am Stein hängen. Trackstrail auch ein bisschen. Ah, Chris ist... Na, ist schon ein Ziel. Mal gucken. Ich glaube, da hinten werden gleich ein paar Leute gefressen von der Wand. Wir gucken mal kurz. Ja, oh. Gravitrax Player, der erste, der raus ist. Lenny Penny ist der nächste, der von der Wand gefressen wird. Wir gucken aber mal. Trackstrail sieht hier gut nach dem zweiten Platz für dich aus. Und alle rennen vor der Wand weg, weil Chris einfach so schnell war, dass die Wand sehr schnell aufgetaucht ist. Oh, da hinten kommt die Wand. Iffe. Lauf! Iffe und Lenny Penny kämpfen hier um ihr Leben. Die blaue Wand kommt. Oh mein Gott. Wir gucken mal, was vorne abgeht. Oh, richtig spannend hier. Gravitrax 219, Trackstrail und Luffy kämpfen hier um den Podiumsplatz. Oh, jetzt wird es ganz knapp. Gravitrax 219 wird Dritter. Oh, fertig. Und die anderen werden hinten aufgefressen. Holy, nur 4 Leute im Ziel. Der Rest wurde von der Wand geholt. Easy win. Hat noch jemand Wreckfest? Leute, hat von euch noch jemand Wreckfest? Kann er gerne beim nächsten Mal mitmachen.
haben Steffen und ich uns gedacht, hier, das wollen wir mal zusammen spielen. Vor allem, das lässt sich doch mit Lenkrad spielen, oder nicht? Das macht dann bestimmt Laune. Ansonsten auch mit Controller, okay. So, sehr nice. Okay, Leute. Machen wir noch eins? Eins können wir noch machen, oder? Silverball können wir noch dazu machen, würde ich sagen. Silverball ist ja noch dazu gekommen. Ich glaube nicht, dass er was dagegen hat, wenn ich seinen Namen hier mit eintrage. Jetzt sind wir 10 Leute. Let's race. So, let's go. Tastatur reicht, stimmt, das ist ja ein PC-Spiel. Wie komme ich überhaupt auf den Controller? Ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Tastatur hat bestimmt jeder, der einen PC hat. Macht schon Sinn. So, aber nach dem hier machen wir erstmal Schluss. Also die 3 Rennen fahren wir jetzt noch, sprich diesen Grand Prix. Und dann, seid mir nicht böse, muss ich mal Abendessen. Ich habe mir fest vorgenommen, mal vor 19 Uhr Abend zu essen, weil es bei mir dann doch immer sehr spät wurde, mit 8:30 oder so. Und das Essen dann so quer im Magen liegt, wenn man dann irgendwann abends ins Bett geht. Deswegen werde ich jetzt gleich mal kochen. Für meine Freundin und mich. Also was Kleines gibt es zum Brot und so. Mit geilem Aufstrich. Chris ist raus. Deswegen machen wir nach den 3 Rennen hier, machen wir Schluss. Für heute mit dem Stream ging jetzt auch schon echt lang, gell? Dann sind wir dann schon unterwegs, keine Ahnung. Über 2 Stunden. Langer Stream. Kugelbahn ist rausgeflogen. Nein, aber ich bin dafür Erster. Ah, das ist die Map hier, ne? Es ist völlig egal, wer Erster ist oder so. Man darf nur nicht rausfliegen. Gravitrax 219 fliegt raus, ich flieg raus. Es sind jetzt schon so viele draußen und das da vorne, da muss man Glück haben, gut hochgeschlagen zu werden. Muss los, mach's gut, gell? Ciao Chris, danke, dass du hier warst. Gravitraxer, hi. Du kannst die letzten 3 Rennen noch mit zugucken hier im Stream. Falls du denkst, Mann, jetzt bin ich zu spät hier für den coolen Stream, ist kein Problem, der ist direkt danach hochgeladen auf YouTube. Kannst du dir entspannt angucken, was wir hier so gemacht haben. Wir haben vorhin Rocket League gespielt, jetzt ein bisschen Marble on Stream gespielt. Luffy, oh, sieht nicht schlecht aus für dich hier mit dem Sieg hier im ersten Rennen von dem Grand Prix. Nice. Gucken wir, was der Rest macht. Hier kommt es jetzt drauf an. Wo sind denn alle hin? Alle raus! Oh mein Gott! Nur noch Lenny, Kenny und Iffe übrig. Bin wieder da. Hi Jakob. Deswegen hat er gewonnen. So, jetzt kommt es drauf an. Hier von diesem Böller muss man jetzt da nach oben gehauen werden. Ui. Auspennen lassen. Das Problem ist, die Wand kommt da hinten. Ihr habt noch 1,5 Minuten Zeit. Bisschen weniger vermutlich. 2 Stunden 20 Minuten ist echt lang. Oh, mein Freund ist da, Leute. Dann noch ein Zeichen mehr, jetzt Schluss zu machen. Oh, Iffe, das sieht gut aus, wird nicht hochgeschlagen. Oh, wo ist die rote, blaue Wand da? Hey. Was, wer ist da? Melissa? Nein. Wieso kommt Melissa her, oder was? Sammy, hier hören 10 Leute zu. Weil könntest du wieder mit Among Us spielen, dass halt mehr Leute dabei sind. Offstream kann ich da häufiger mitspielen. Also da bin ich ganz flexibel. Sorry, ihr vielleicht nicht übersehen habt, dass ich gerade Zweiter wurde. Glückwunsch. Lenny Penny, das wird knapp hier mit der blauen Wand. Oh, jetzt gerade noch so geschafft. Jetzt aber schnell. Oh, das wird zu knapp, glaube ich. Die blaue Wand kommt. Lenny Penny, lauf! 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 Yeah, 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 yeah! Nice, 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 nice. Ganz stark, dass du es geschafft hast. Okay. Zweites von 3 Rennen. Also Among Us, ja, schreibt mir auf Discord, wenn ihr da zusammen eine Gruppe zusammenkriegt. Ich bin da meistens dabei, aber halt off-stream. Ich will das nicht streamen, da gucken Leute nur, ob ich Imposter bin oder nicht. Deswegen Among Us gerne off-stream. Bin ich am Start. Heute wird es vermutlich nichts mehr, weil Sammy bekommt gleich Besuch. Also meine Freundin. Und die tanzen hier nebendran ein bisschen. Das wäre dann irgendwie blöd. Und heute Abend
gucken wir einen Film. Aber ansonsten schreibt mir einfach auf Discord. Wenn ihr deine Among Us-Gruppe plant zu streamen, einfach bei Ankündigungen oder bei Fragen oder sowas einfach reinschreiben. Ne? Querytext, du bist doch bei mir auf Discord, glaube ich. Bei mir auf Discord, ne? Bei uns. Spannendes Rennen hier, ne? Echt spannendes Rennen. Richtig knapp. Ilfe vorne. Ich mach mal die große Ansicht. Alter, wie wir alle dicht auf dicht sind, ne? Da kann alles passieren. Da vorne kommt noch die große Wolke. Alle dicht. Chris und Ilfe ganz vorne im Duell. Hätte halt Bock mit mehr Leuten zu spielen, aber wir bringen nicht genügend zusammen. Also grundsätzlich, ich bin bei ab 6 Leuten bin ich immer dabei, also mich mitgezählt. Ich und 5 weitere, weil dann kann man mehr als eine Runde spielen, bevor wir schon uns entscheiden müssen. 8 ist optimal, weil da kann man mit 2 Impostern spielen. Also zwischen 6 und 8 Personen mit mir gerechnet bin ich dabei. Jetzt heute vermutlich nicht mehr, aber grundsätzlich, ne? Boah, wie wir alle rausfliegen, aber alle! Alle raus. Gravitax 219 und Lenny Penny haben es überlebt, die Wolke. Da muss man halt sauber durchkommen und danach nicht rausfliegen. Silverball verabschiedet sich auch. Lenny Penny Chris vielleicht. Chris bleibt auch drin. Oh, und Gravitax 219 auch noch im Sturm umgekommen hier oben. Oha. Chris denkt sich so, ja, vorletzter, aber immer noch erster insgesamt, weil alle rausgeflogen sind. Solide. Bleibt er noch hängen? Lenny Penny, wie sieht's aus, ne? Hast du noch Lust, den da vorne zu holen, den Chris? Nicht so wirklich, ne? Ja gut. Chris wird hier Erster. Und dann gucken wir mal Lenny Penny noch zu. Also Gravitax auf jeden Fall, wenn ihr das macht, schreibt mir einfach, ne? Ui, Lenny Penny fliegt hoch, aber fällt wieder runter, alles gut. Nichts passiert. Muss ich nur ein bisschen beeilen. Ich glaube, es reicht aber noch. Weil da oben natürlich sonst irgendwann die Wand kommt, die einen dann doch kassiert. Ich glaube, du ziehst noch eine extra Runde hier, oder? Ah, ne, das ist schon runtergedrückt. Sehr nice. Lenny Penny macht den zweiten Platz. War auch nicht so schwer, man musste nur ins Ziel kommen. Und dann kommt jetzt das letzte Rennen für heute Abend. Genießt das nochmal. Let's go. Aber mega. Echt cool, dass du so lange dauert ist. Mann. Echt ein cooler Stream. Okay, so, letztes Rennen. Oh ja, das ist die hier. Hier geht's richtig runter. Das ist die Abfahrt, Leute. Silverball hier in der Pole Position. Jetzt nur nicht hängen bleiben. Nur nicht hängen bleiben. Chris jetzt in Führung, weil Silverball hängen bleibt. Kugelbahn auch hängen geblieben. Chris jetzt in Führung. Gravitax Player 2. Kugelbahn 3. Silverball 4. Kann sich aber alles noch ändern da unten. Oh, da bleiben ganz viele hängen. Luffy denkt sich so, tschö, bin dann mal weg.de. Und dann geht's ab. Chris vorne. Und Gravitax Player auf Platz 2 kurzzeitig gerückt. Ui, das ist richtig spannend. Was machen die hinteren Plätze? Oh, Trax Trail immer noch da ganz oben. Der hat wohl nichts mehr mit dem Sieg zu tun. Puh. So, Chris, das sieht sehr gut aus für dich. Die anderen haben jetzt auch an dem Trichter jetzt hier gut durchkommen, dann hast du es. Da gut durchkommen. Ja, schafft er nicht ganz. Gravitax Player kann es vielleicht noch ausnutzen. Wird spannend. Wird echt spannend, wer hier gewinnt. Chris bleibt hängen. Gravitax Player kann es ausnutzen, ist durch. Und Chris dreht noch eine extra Runde, ist damit nicht mehr Erster. Und Silverball geht auch vor auf den zweiten Platz. Chris bleibt noch länger hängen. Kugelbahn kann sich durchsneaken, ist jetzt auf dem dritten Platz. Armer Chris. Gravitax Player vorne und holt den Sieg. Glückwunsch. Und Silverball bleibt auch hängen. Kugelbahn ganz knapp naht. Und sie rammen sich. Kugelbahn rammt Silverball. Oh, wer wird hier Zweiter? Silverball, Zweiter. Kugelbahn, Dritter. Chris immerhin noch Vierter. Luffy macht den 5. Platz.
Und wir gucken mal, was die hinteren machen. Traxtrail hat ganz gut aufgeholt, weil viele da hängen geblieben sind. Und ich und Lenny Penny machen jetzt den 6. Platz unter uns aus. Oh, Lenny Penny verabschiedet sich. Sehr unwahrscheinlich, dass er hier irgendwo aufkommt. Wo ist Luffy hin? Nicht Luffy. Wer war das denn? Nee, okay. Lenny Penny rausgeflogen. Und Gravitrax 219 macht den 7. Platz. Traxtrail zieht sogar noch an Iffe vorbei, weil er da ewig drin hängen geblieben ist. Sehr, sehr nice. Super. Und dann holt er sich da den 8. Platz und Iffe den 9. Lenny Penny ist leider rausgeflogen. Und dann haben wir es, Leute. Dann schauen wir hier einmal aufs Podium. Wer denn welchen Platz am Ende gemacht hat. Wenn ich hier in meinen Discord komme, genau, kommt mein Discord rein, schreibt das mal. Ich kann euch auch gerne noch den Link dazu geben, den aktuellen. Dann könnt ihr nämlich hier reinschreiben, ob ihr mit jetzt nach dem Stream mit Gravitraxer dort ein bisschen Among Us spielen wollt. Und Luffy, Glückwunsch, ne? Hier nochmal zu dem Sieg. Und dann sind wir fertig für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, hat richtig Laune gemacht. Dann sehen wir uns im nächsten Stream. Ich werde das Video vermutlich morgen um 16 Uhr oder so. Gucken wir mal, vielleicht ein bisschen später, kommt ein bisschen drauf an, ob ich noch ins Büro fahre oder nicht. War knapp Kugelbahn. Es war, sieht krank aus. Ja, auf jeden Fall. Also Rocket League haben wir ja vorher schon gespielt. Das weiß ich gar nicht, wann es rauskam. Musste mal gucken. Du kannst auch gerne, ich werde jetzt den Stream ausmachen. Es ist aber trotzdem auf YouTube hochgeladen, der Stream. Da kannst du mal reingucken. Da haben wir gespielt. Easy 2x1, easy, ja. Ne, heute nicht mehr. Okay, Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Guckt euch entweder noch den Afterstream an oder geht rüber zu uns jetzt auf Discord. Könnt ihr mit Gravitraxer noch, oder könnt einfach untereinander noch ein bisschen quatschen oder Among Us spielen. Freue ich mich da auf den nächsten Stream mit euch oder das Video, je nachdem. Gucken wir mal, was wir zunächst machen. Und dann sehen wir uns. Macht's gut. Ciao. Tschö, bitte.